As businesses experience ongoing digital transformation, new opportunities are created. With subscription and consumption models taking hold in a cloud-based world, exciting openings emerge for vendors, partners and channel players, creating a new breed of distribution. That's why at Westcon, we're creating a future built on winning alliances. Working with partners, we combine our deep industry insight with energy, expertise and entrepreneurship. Aligned with market-leading vendors, we support partners with vendor-specific sales and marketing, enabling them to deploy world-class solutions from established and emerging technology providers. We create integrated offerings across complementary vendor alliances, and we manage vendor-facing fulfillment and deployment complexities, freeing partners up to focus on their core business. Our local footprint also means we can find a tailor-made solution with a personal touch, right down to the smallest detail. Because at Westcon, it is personal. It's about building a winning team. To help maximize partners' investment in working with us, we employ EDGE, our consistent partner framework to marketplace engagement. This unique, tried and tested approach translates our value into partner revenue and growth. And when it comes to delivering an end-to-end solution, partners can draw on Westcon's value-add services. Training, support, pre-sales, supply chain, logistics, and global deployment. We believe the future is exciting and filled with opportunity. By partnering with the channel's most outstanding levels of value and service, be certain that you're part of a winning team. Guten Morgen, sehr geehrte Partner, Kolleginnen und Kollegen. Darf Sie sehr, sehr herzlich im Namen der Westcon Comstore zu unserer diesjährigen Partnerkonferenz Imagine DACH 2021 begrüßen. Auch dieses Jahr, gegeben der Situation, wieder virtuell und in einem komprimierten Format auf unserer Venue-Plattform, aber wir senden live und nicht pre-recorded. Wir verbinden das natürlich auch mit der Hoffnung, nächstes Jahr wieder die persönliche Begegnung in den Vordergrund zu stellen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass Sie heute so zahlreich bei uns sind. Vielen Dank. Where Value meets Vision, so unser diesjähriger Slogan für die Partnerkonferenz. Und dieser kennzeichnet auch die Agenda für den heutigen Tag. Sie wissen, Value findet heute statt, Visionen in der Zukunft. Wir wollen natürlich beides beleuchten. Mein Name ist Robert Jung, ich bin Managing Director DACH und Eastern Europe für den Westcon-Teil des Geschäftes und führe Sie heute durch die Konferenz und das gemeinsam mit Jens Tamm, meinem Comstore-Kollegen. Jens, guten Morgen nach Berlin. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und es ist eine Dachkonferenz, insofern Grüezi in die Schweiz, Grüß Gott nach Österreich und auch Moin Moin nach Kiel, hier aus dem Berliner Comstore Office. Ich freue mich auch auf die Konferenz. Natürlich wäre live schöner gewesen und die Vision, Robert, dazu gehört, glaube ich, auch, dass wir hoffentlich nächstes Jahr, da kommen wir zum Schluss zu, uns nochmal dann wieder live wiedersehen können, weil der Networking-Part fehlt allen, das ist deutlich zu merken. Ja, vielleicht kurzer Rückblick. Nächstes Slide bitte. Next slide, please. Ja, ich habe das mal anders zusammengefasst für die Comstore. Wir sehen oben rechts repräsentativ, die meisten von uns haben von zu Hause gearbeitet. Das ist auch nach wie vor für die meisten Kollegen und Kolleginnen der Status. Die Offices übrigens waren immer offen. Das heißt, diejenigen, die vom Office aus arbeiten möchten, können das weiterhin tun. Aber ich bin auch sicher, die meisten Reseller haben eine ähnliche Situation. Wir haben auch die ersten Live-Meetings wieder hier im Büro mit Partnern, fahren auch demnächst wieder raus zu Partnern. Also es scheint sich etwas zu tun, dass doch die strengen Regeln sich etwas auflösen. Repräsentativ fürs letzte Jahr natürlich auch weiterhin das Tragen der Maske. Oben links, das ist noch vom Dezember letzten Jahres mit dem Uwe Peter, dem Deutschland-Cisco-Chef, die Übergabe eines Awards. Das haben wir dann auch mit Abstand entsprechend zelebriert. Ansonsten ist zu sagen, neben dem Jahr zu den Zahlen selber, das Jahr ist natürlich so nicht prognostiziert gewesen. Wir haben überdurchschnittliche Erträge und Umsätze erzielt, insbesondere im Netzwerkbereich, auch im Collaboration-Bereich, was natürlich dem Working-from-Home-Umstand geschuldet ist. Das werden wir heute auch hören und sehen.
Wir haben aber auch, und das ist auch ein Thema des heutigen Vormittages, das Thema Backlog, das heißt die Lieferfähigkeit der Produkte. Wir haben zum Beispiel einen dreifachen Backlog momentan im Vergleich zum August letzten Jahres, A, weil wir einen höheren Order-Intake haben, B, weil auch bestimmte Produkte einfach stark nachgefragt sind und die Lieferzeiten sich verzögern. Nichtsdestotrotz vielleicht noch 2 Hinweise zu diesem Slide. Wir haben wie die Jahre vorher auch bei der Comstore mit ihren Unterstützungen entsprechende Spendeninitiative gestartet. Im letzten Jahr war es das SOS Kinderlauf in Berlin. Dieses Jahr ist der Spendenbetrag von $9.165 an die Arche gegangen. Die Scheckübergabe hat auch jüngst stattgefunden. Aber wir haben auch trotz aller Virtualität uns beteiligt an zum Beispiel Cisco bewegt. Das heißt, insgesamt sind 6 Comstor-Team an den sportlichen Start gegangen, laufen, rennen, schwimmen. Und wir haben entsprechend mit den Partnern von Cisco dieses Jahr die Reise zum Mond und zurück geschafft. Das heißt, die Wegstrecke zurückgelegt. Ein Teil davon hat das Comstor-Team beigetragen. Und unten rechts nur repräsentativ jüngst, wir haben auch das erste gemeinsame kleine Team-Event wieder auf einer Floßfahrt in Berlin gehabt und gemerkt, dass das doch fehlt. Das fehlt uns, glaube ich, allen. Insofern ein rundes Jahr trotzdem, trotz aller Virtualität. Und ich denke, da können wir auch weiterhin dran arbeiten. Ja, dann noch ein paar Hinweise zu heute Morgen, bevor ich zu dir zurückgehe, Robert. Wir haben ganz am Ende noch ein Gewinnspiel. Sie sehen selber AirPods, ein Flipcase von zu gewinnen und auch eine intelligente Thermoskanne, da komme ich gleich noch zu. Deswegen umso wichtiger noch der Hinweis an der Stelle, bitte registrieren Sie sich dafür. Nur wer registriert ist, kann auch gewinnen. Das ist entsprechend auf der Startseite vermerkt. Und dann fahren wir nachher ein Glücksrad, das Wheel of Fortune. Das heißt, der Zufallsgenerator löst dann aus, wer einen dieser 3 Preise gewinnen kann. Ja, letzten Endes müssen wir uns natürlich auch noch und sehr gerne bedanken bei unseren Partnern und Sponsoren, Checkpoint, Cisco, Extreme, F5, Firemoon, Infoblox, Juniper Networks, Palo Alto und Semantic. Und einen möchte ich nochmal herausgeben und Robert, wenn ich richtig informiert bin, darf ich dir die herzlichsten Glückwünsche auch vom Comstor-Team ausrichten. Da, glaube ich, gestern der Palo Alto Award für die DACH-Region oder die DACH Eastern Europe-Region wieder in deine und dein Team gegangen ist. Ist das korrekt? Das ist fast korrekt, Jens. Vielen Dank jedenfalls erstmal. Es ist der Award für Deutschland, den wir bekommen haben, den Regional Award für Deutschland, den wir bekommen haben vom Palo Alto. Gut, dann gerne zurück zu dir nach Paderborn, lieber Robert. Danke, Jens. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank an all unsere Herstellerpartner, die uns in diesem Format auch unterstützen. Schätzen wir mal sehr und vielen Dank dann nochmal von meiner Seite. Sie sehen an dem kleinen Bild, das, was unser Jahr geprägt hat und ich sag mal ähnlich wie im Comstore-Bereich natürlich Working from Home war die Agenda für uns. Wir haben sehr viel virtuell kommuniziert und wenn wir mal raus durften, haben wir das auch artig mit Maske gemacht, ja. Und sicherlich ganz, ganz besondere Zeiten. Zum Update für den Westcon-Bereich kann ebenso wie Jens von der Comstore-Seite für den Westcon-Brit in der Dachregion auch da wieder Rekordergebnisse vermelden. Insgesamt kann man eigentlich sagen, die pandemische Lage, so sehr sie uns auch privat eingeschränkt hat, war natürlich für uns eine herausfordernde Situation, aber gleichermaßen war es für die gesamte IT auch eine historische Chance. Und ich darf ein bisschen von Historie reden, bin ja schon einige Jahrzehnte dabei. Und solche Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in meiner IT-Karriere wirklich selten erlebt. Insgesamt kann man sagen, haben sich gewisse Investitionsstaus eigentlich in sehr, sehr beeindruckender Schnelligkeit erledigt und auch durchaus der Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung hat sich schon zum Teil materialisiert, ja, das nahezu eigentlich, kann man sagen, in jedem Bereich, speziellerweise im Commercial Enterprise, aber auch im Public, da haben wir das in besonderer Weise gesehen. Und insgesamt muss man sagen, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, konnten nahezu unser gesamtes Personal weltweit übrigens innerhalb eines Tages ins Homeoffice entsenden. Und ich denke, wir haben als Company da auch die richtigen Investitionen an der richtigen Stelle gemacht. Im Wesentlichen muss ich aber ganz ehrlich sagen, wir haben unsere Arbeit eigentlich komplett geändert. Man muss ganz ehrlich sagen, unsere Teams überall auf der Welt haben da wirklich einen fantastischen Job gemacht und ich sag mal, alle Partner schnell und in bester Qualität auch bedient. Insgesamt kann man sagen, die Umstände,
haben für uns das Geschäft absolut beflügelt. Wir haben einen positiven Kundenzuspruch, ja, und das auch über beide Practices, also sprich den NC-Bereich und auch auch das Security-Geschäft haben sich phänomenal entwickelt. Man kann durchaus sagen, gebremst haben uns eigentlich nur die gelegentlichen Lieferengpässe unserer Hersteller. Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, Jens hat es gerade schon gesagt, was uns da auch zukünftig noch beschäftigen wird. Gut, heißt natürlich, der Erfolg von gestern heißt natürlich nicht, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern unser Geschäft natürlich auf die zukünftigen Entwicklungen aufstellen müssen. Und da starten wir nun mit dem Einblick. Und ich möchte hier nochmal kurz beginnen mit dem Blick auf unsere heutige Agenda. Ein Hinweis noch, Sie finden auf der rechten Seite eine Chatbox. Ja, dort können Sie während der gesamten Konferenz mit uns kommunizieren. Ja, also das heißt Fragen stellen, die wir dann im Anschluss an die Pitches versuchen natürlich in Gänze zu beantworten. Wenn wir das nicht in Gänze schaffen, werden wir nachrangig dann noch ein FAQ senden, um eigentlich auch allen Fragen. Gut, Punkt 1, in der Begrüßung sind wir mittendrin. Nach mir folgt gleich, freue ich mich sehr, David Grant, unser CEO, auch dieses Jahr wieder dabei, sehr erfreulich. Aber auch dieses Jahr wieder dabei ist Herr Zacher von der IDC, der schon letztes Jahr sehr, sehr zielgenaue Prognosen uns vermittelt hat. War sehr, sehr interessant und so war es natürlich für uns selbstverständlich in dieses Jahr wieder mit reinzuholen und da in die Zukunft zu schauen. Ich denke, da werden wir auch einen sehr interessanten Ausblick bekommen. Die Online-Sessions, da freue ich mich auch sehr drauf von unseren Comstore und Westcon-Kollegen. Wir beleuchten verschiedene Themen im Bereich Collab, Networking, Next-Gen Security, Cyber Cloud und Data Center und haben 4 interne Referenten aus unserem Kollegenkreis dabei, freue ich mich sehr drauf. Abschließend natürlich das Gewinnspiel, Jens hat es eben schon gesagt, kurzes Wrap-up und ja, denke, wir starten. So now I switch to English. A very warm welcome to our boss, David Grant, the CEO of Westcon International. Welcome, David. Good to have you here. Thank you, Robert. Thank you, Jens. I'm glad you switched. I was worried that I'd missed something, that I had to do my section in German as well, which would have been very, very short. So thank you very much indeed for the warm introduction. And it looks like you've got a fantastic event lined up. Yeah, hopefully. We will know after the event, of course. So, David, same as last year, a virtual format that makes it a little bit easier for you to participate in such an event. And we are really looking forward to get your view from the pitch. What is going on in the market? What drives us? What possibly even blocks us? Yeah, and the business. And so the stage is yours. Thank you, gentlemen. So, well, good morning to everyone. When I last spoke to you, if we go on to my first slide, it was April the 22nd last year, and just as we were entering that very first wave of the COVID-19 pandemic, and I'm sure that every one of us has experienced some highs and lows in the last 17 months. But I hope that today I find you and your friends and families all safe and well. I'm going to add my thanks to those of Robert and Jens, to all of our partners for your fantastic support over the last year and a half. And in addition, of course, thank our vendor partners, not just for their support and sponsorship for this event, but for their continued support and engagement with our business. We realise that we are an extension of our vendors' sales teams and go-to-market, as well as being there to support the growth of our partners. And of course, very importantly, I would also like to call out all of our employees and our staff, just to congratulate them on a fantastic last year, and indeed the first part of our new financial year. What they do collectively and individually is simply outstanding, and they are an incredibly talented and resilient group. So moving on, let's spend a little bit of time just reflecting on where we are 17 months on from when I last spoke to you.
First of all, the way I've described our last year's performance, our last financial year ended in February, it was an unrivaled response to the unprecedented circumstances. The demand for our solutions has clearly driven a lot of our growth. But our objective now, of course, is to build on that momentum that was created from the position that we took right at the start of last year. And actually, nowhere is it more visible that we are really building on the position that we've created than in our business in Germany and in the DACH region as a whole. And while, again, I would like to extend my thanks to all of our staff in the region, there's absolutely no doubt in my mind that it's the leadership of Robert and Jens that has made the DACH region the real powerhouse of our European business. So, gentlemen, thank you for everything that you've done, particularly in the last 18 months, not just in supporting the partners, as I've talked about, but really focusing on the wellness and the well-being of all of our employees. You guys set the benchmark, I think, for others to follow in our business. So I'm not going to call out specific achievements of their business today, but I am going to spend a little bit of time just giving you an update on some of the headlines that I think are important in our business. If we could just stay, please, on the previous slide, that would be incredibly helpful. Thank you. So there's no doubt that we had a good last year, but this year we've just closed our first half and we are in a quiet period. While we do not report our results specifically, we are an increasingly important component, I'm delighted to say, of the Datatec group, and they will be announcing first half results in early October. What I can talk about is the fact that our revenues have grown by 13% as a group year on year. And of course, our revenues would have been significantly higher if it hadn't have been for the semiconductor issues that I will touch on just in a moment. So phenomenal first half growth across our portfolio. But actually, our entire teams are not just supporting our invoiced revenue, they're also supporting all of those bookings, and our quote volumes supporting you, and our order intake has also increased dramatically by actually much closer to 40%. And during this last 17 months, we have made continued significant investments in process automation and systems, some of which, again, I will talk about in a few moments. But as a consequence of that, even with the same number of people, we've managed to turn those orders around and continue to deliver, in the most part, the service that you require. And it's our execution, again, that, of course, means we win more of your business. And we never take that element for granted. I realise that on our Comstore business, we've experienced some disruption with the move to net pricing and the price change that happened most recently. And we've had to work diligently through that. But I think it's a reflection of the strength of that Comstore-Cisco relationship that we've managed very effectively through those road bumps. We continue to grow our revenues ahead of our major vendors. And why is that important? Well, for us, that means that we become an increasingly important part of their business. If we are growing faster than they are, we are outperforming our competition, which is also, of course, as you'd imagine, important to me, or important to all of us, in fact. But it also means that as we increase that relevance, the desire, the ambition, and the reality of those vendors wanting to drive further systems integration and alignment with us increases. And of course, as we move forward, that will be a very compelling part of the channel engagement. We've also been very successful in winning some additional vendors. And of course, it's important that we always do the very best job we can for all of our existing vendors and partners. But part of our role is to continue to bring new vendors, new technologies to the market to help you as our partners continue to grow and penetrate your customer base in the market. So we are delighted with a number of the very, very high profile wins that we've secured for Europe in the last 6 months. Zscaler, CrowdStrike and 8x8 are just three of what we see as potentially hyper growth vendors who are now embracing a two-tier route to market.
And of course, I've touched on this semiconductor issue. We know it's impacting your business because it's impacting our business. We have seen our order backlog. So these are the orders that you've placed with us on the vendors that we are unable to ship and fulfill. It has increased by $350 million in the last 6 months across the whole of our group. So to give you some order of magnitude, this is not a trivial inconvenience to us. It is a material impact on our ability to support you, the channel. We are working incredibly hard to continue to increase our stock holding on fast moving items, but that, as you can imagine, remains very difficult. But we are well engaged at the most senior levels with all of our vendors. In addition, we are holding around about an extra $100 million of incomplete shipments that we are working furiously to try and secure the final items. That means we can complete shipments and send them on to you. So apart from the impact on not being able to help you secure and finalize projects and the impact on our own invoicing and revenue, the investment that we are making to hold that additional inventory is considerable. I wish I had better news, but sadly, I anticipate, based on all of the information we have, that this issue will not start to materially improve until the turn of the calendar year. And I think that we will see improvements throughout the course of to the middle of next year, but I suspect that it will still be some time yet before we get to a position that was much closer to where we were before the shortages. We are making great progress on all of the goals and topics that I talked to you about the last time that we met virtually, and I'm not going to spend time talking about all of them. Sadly, as you could imagine, I get to see every part of our business, and I'd like to think that I could talk about all of it for a period of time. But I'm just going to focus on two specific elements that I think you will find interesting today. So if we can just jump ahead. There's no doubt that we are seeing this continued shift to software subscriptions, renewals, consumption billing, and flexible contracts. And this is not new. We've been talking about it for a long period of time. And there is no doubt that the market is demanding it. A number of the new vendors who are disruptive are bringing out solutions that are almost entirely software, subscription and consumption based. And as a consequence of that, of course, our core vendors are driving their solutions in that direction as well. And of course, software and flexible billing consumption solutions can also bypass some of these constraints we have around inventory. Not all of them, and that's not easy, but it is one element. From our perspective, we've got an objective to drive 50% of our revenues into this recurring offer model. And of course, we aren't doing that just by making sure that we follow and track our existing vendors' portfolio, but we are prioritizing bringing solutions to market that focus on that recurring offer model. Just to, I think, put in context, we've seen over the last 3 years the element of our business that is software, SaaS or cloud, go from being 20% to 30% of revenues. And we believe that will continue to increase. And against our 50% recurring offer objective, we're currently at just under 45%. So why do I share all of that? Well, I think as we move forward onto the next slide, what of course the industry is talking about is this new layer model. Well, we've always been fantastic at the land, the new solution and landing that customer. That's where our businesses have been, I think, certainly have been built. And at the other end, we've also been very focused on renewals, whether that's a subscription re-sign in the security business or whether it's a SmartNet renewal in our Comstore business. We are very good, and we've built great businesses generally on both of those elements. But as we move more into that, the software model and subscriptions,
The opportunity to sell an expansion to the initial solution is there, whether it's endpoint security on an initial firewall deployment. Those expand sales activities are becoming something that all of our vendors, I think, are working very hard to drive us towards. And of course, then there's the adopt element, which is really making sure that everything that we have sold has been fully deployed. Are all the licenses being used? Is all the functionality being deployed within the customer? That element, that adopt element, of course, is the hardest, I think, for all of us to monetize and to underpin in terms of the cost. So as this model evolves, and this is not our definition, this is an industry standard, and we've been working very closely with the TSIA and, in fact, with IDC to talk to them about our response, which I will talk about now, if we can move on. So from our perspective, what we see is that actually this new sales model is much more data enabled and event driven than our traditional sales model. Not taking away anything from the I think from the real art form and technical capability that our salespeople need to have to win end user business, and in fact in our engagement with you. But when we now look at how we can identify opportunities, we are investing in making sure that we can use all of our data from previous transactions, combining that with the automated data feeds from our vendors that helps us build a profile for you, combining it in some cases with third-party information that really makes sure that at the right time we're able to bring opportunities based on this digital enabled and very event-driven timeline to look at how do we talk to you about we sold a solution 90 days ago. Is it deployed? Is there telemetry from the vendor that shows how much of that's being used? How do we expand that installation, that portfolio, that set of solutions? So apart from that data enablement, we are bringing to our own sales teams through a complex combination of the data and workflow, combining it with our own intellectual property of marketing and playbooks, making sure that our sellers at their fingertips have all of those opportunities to work specifically with you on whether it's a new sale, an upgrade, a refresh, or a re-sign. All of that work is combined with our frictionless sales go-to-market, so automating zero and low touch quotations that makes it much easier and faster and more accurate for you to quote the vendor with the special price request out into the market. So we anticipate that over the next 18 months, not only will we be giving this much more concise and somewhat prescriptive approach to our sales teams to have that information at their fingertips, we will be working to extend that information to you, our partners, so that you can work much more closely with us to take opportunities from each of those sales motions. So I'm sure that over the course of the next few weeks and months, Robert, Jens and his team will talk about how this will be translated into what you'll see within our business and our support to you. But there is no doubt that over the next 12, 18, 24 months, that this type of sales motion and automation will make a significant difference in helping us all increase our productivity and capture more opportunities. Finally, from me, I'd like to talk about the future way of working in our business. I think one of the hardest topics is to try and understand where to strike the balance as a leader of the business, and I'm sure that there will be a number of business owners out there in the audience. So what I wanted to do was just share with you some of our thinking that I'm not suggesting means that we're right, but what I am, I think, hoping to do is just share with you some of our thinking that might help you on reflection make some decisions to the solutions that you want for the future. Of course, we see at one end of the spectrum
A lot of the banks are mandating that all of their employees, in the UK certainly, all of their employees are back in the office in very quick order. But they have a very security and high risk environment that means that they need people in offices. They certainly haven't had any of their traders working from home. On the other end of the spectrum, I think we've got some high profile companies who are, I think, from a reputational perspective, suggesting that they can have everyone working remotely all the time. We moved 2,800 of our employees. The only people who didn't work from home were the people in our logistics centres and some of our critical support staff. And I think we've demonstrated a huge amount of organisational, so that's, systems, processes, but also human resilience, and we've been very effective. But there's no doubt that we have really missed some of that human interaction, and a number of our employees are desperate to get back into that office environment. And it's very hard to evolve the business and to create some of the nuanced evolution that you need just on a video call. Just thinking about this event, if I were with you, I'd be able to talk to more of you individually over coffee, over lunch, and it would be a much, much richer experience. I do think that this platform gives us the closest I've ever seen to a live environment, but I think we all recognise what else we can gain from being back face to face. So our approach is to look at our business on a role by role basis. We have some people who can work incredibly effectively and continue to work remotely. But for those individuals who have roles that are dependent on significant handoffs in the business, that are customer facing or vendor impacting, we are looking to have a hybrid model where we have them in the office and also with an element of being able to work from home. We think that team meetings and customer meetings need to be, wherever possible, moving forward, face to face. But other activities we recognise can still be easily done remotely. After all, we've run our business very successfully remotely for over 18 months. We also recognise that we have a number of new starters, and we want those individuals to be in the office, meet their colleagues. And we've also had a number of process changes. So when we start to ask people to come back, we're going to be running boot camps, which will be a really focused period of people being back in the office for maybe 2 to 3 weeks. So we can check all of their IT. We can make sure that they are reintroduced to their teams and their colleagues, and that they're operating as effectively as we need them to with the new processes. So we recognise that the flexible working is actually really beneficial for us, but we don't want people to be working at home all the time. It's not healthy. The blurred lines between work and private become, I think, something that is not healthy and not good for a number of our teams. So getting people back in front of customers, in front of our vendors together is important to help us develop and maintain the culture and the DNA of our business. But we certainly will not be mandating people back in the office. We think the governments will legislate against it anyway. But we do have a balance to strike between continuing to support our employees in a more flexible approach, but also balancing it with running the business. So just shared some of our thinking. And of course, we operate in so many different countries. We could not possibly have a one-size-fits-all approach, both culturally and from a legislation perspective. We have to be very flexible. But I think from a thinking perspective, you understand where we are. So I'm going to close now and thank you again for your business. I hope you have a fabulous event. And I'm going to hand back to Jens, who I think may have a couple of questions for me. Thank you very much. Yes, thank you, David. And for the reseller, please use the comment section to raise some questions. I know that there is at least, the first question we have here is, and Matthias will also talk about the shift from the workload from on-premise data centers into cloud environments. And the question is really the dominant cloud offerings, etc. How we'll deal with this as distributor, what is the impact, and how will we interact with the hyperscalers like AWS, Google, etc.? So we have a
we have distribution contracts with AWS and Microsoft in a number of our operating markets. We don't in Europe. I'm not convinced that we need to have a distribution agreement with those vendors. Even if we wanted one, whether or not we'd get one, I'm not sure. I mean, to be completely transparent, distribution contracts are driven by the vendor's requirements, not by the distribution ambition. What I think we need to be able to do is to make sure that we have enough skills and understanding in our technical teams to make sure that we can train, if needed, guide and help our partners deploy solutions in what I think will, for a long period now, be a hybrid environment. I can see a continuation of an element of a end user's environment being in on-premise. An element may well be in a private managed service or cloud environment, and there may be some of their workloads that they put into the public workspaces. And from our perspective, if we can make sure that we have the skills and capability to help those deployments and support them, both in design, procurement, supply, and then perhaps in deployment, professional services, that's where I think we can continue to help and add value. I don't think actually being able to supply Microsoft Azure licenses or Amazon solutions is a prerequisite. Most of the end user customers will already have a way of procuring that themselves. That means we have also different perceptions in the geographic areas, right? Because in Microsoft we have in Europe, but not AWS. So will there be any change or? Not that I can see on the immediate horizon. What I do accept is that there will be organisations who would undertake a deployment into a hyperscaler environment that may bypass distribution, and it may even bypass the channel. But at this stage, we've seen a handful of transactions in the last 18 months, and I do mean I could count them on one hand where that has been impactful on our channel, not just on our business, but on the channel. But that is no different as a factor than a vendor taking an order with an end user directly, which we've worked with for a number of years already. Clearly, the growth of those hyperscalers is a consideration. But I would also go back to the fact that most of the solutions that we sell and deploy are very complex. And therefore, the end user customer is still very reliant on the skills of their systems integration supplier and of their security infrastructure collaboration partner. And I think that reliance on the technical capability of the channel will continue to mean that the channel and distribution, therefore, will play an incredibly important part in the deployment of those solutions. Yeah, you've put a lot of effort into digitalization, and there's a question if there is a risk of over-digitalization. Do you see this as a risk? Well, the risk, of course, is that if you have too much of your business being transacted automatically and then the automation fails, do you have enough human resource to pick up those transactions? And that's always a risk. I'm less worried about that element because our systems availability for the last 18 months, I'm tempting fate now, I know, but has been 5 nines reliability. So a number of the applications that we use, such as RenewView and OneView, are as important to us as SAP at its foundation. So they all have to be part of our business infrastructure in terms of their resilience. What I anticipate is that we are able to automate, for example, if we talk about our low-touch quoting. And since I'm talking to you, Jens, let's talk about low touch or zero touch quote in the Cisco environment. As Cisco moves and wants to drive greater penetration into that small business arena, and I'm not suggesting that small business for Cisco is SME, it's still sizable designs. But nonetheless, the volume and the opportunity is huge. So therefore, being able to provide automated quotes, or at least low touch quotes into that environment, allows us to scale that business, arguably with the same number of employees.
That productivity, as we move into a market like small business, or if we talk about Palo Alto and their PA400 product aimed at targeting Fortinet, being able to produce quotes much more quickly is essential with low touch, because the economics otherwise just become much more of a challenge. What I do think, though, is that we will not be reducing our headcount. This is not code for let's put automation in and keep stripping people out. We've done that. And I'm not suggesting we don't need to continue to optimize, but my ambition would be that let's get our really talented sellers and technical teams spending their time talking to the customers, talking to the vendors, adding real value through their knowledge and their capability, rather than spending hours trying to manually create quotes. So I think it's about leveraging our existing teams, adding more value at the front end with our customers, but it is about being able to double the size of our business with virtually the same number of people. That's directionally what we want to do. Does that answer the question? Yeah. And there's a last question, maybe. The major change in the partner landscape sounds quite challenging. And is there still enough room for all partners, for all resellers? Well, I think the channel will evolve, and I think that I've seen a number of occasions when vendors come to us and say, we need new channels. Our existing legacy, if that's the word they want to use, channel, will not help us sell our new solutions. We need a bunch of new partners. From our point of view, we always want more customers. That's part of how we grow our business, accepting that, we can't represent all the vendors and we can't support all of the partners. But, our ambition would be always to add partners. My other experience, though, is that actually I think sometimes the vendors do underestimate how agile and adaptive partners are. And I would be very surprised if the predictions of the percentage of partners who are not going to make the migration to cloud and consumption, I don't think that if I was a business owner, I would be sitting there comfortably letting my business become less competitive if I had organizations like Comstor and Westcon who could help me migrate my business into those new opportunities and worlds. So I think there's enough opportunity. We've also seen the huge growth in market demand for the solutions we sell, Jens. Remote working, the return to work, refresh of infrastructure, cybersecurity, collaboration. The demand for the technologies that we distribute is increasing, and with that increased opportunity, why would partners not make the progress? So I don't think there's a compelling or near-term threat to partner rationalization. Finally, at the end, a private question for me, David. Yes. One company was missing you heavily in the last 18 months. I think the name is British Airways. So how did you use all your leisure time? Because you didn't have to travel to Asia, America, or within Europe. So I think, so first of all, what I recognize is that I'm in a very fortunate position of having a good home office. So, I am not sitting on the bottom bunk of one of my children's beds trying to find a signal in the corner. And I think that, so I count myself as very fortunate to be in a good working environment. Initially, and I would say for the first 9 months, I found it a really refreshing change. My children didn't scream every time I walked in through the door, shouting to the mum, "Who's that strange man who's just walked in?" So getting to, I think, re-engage at a proper level with my 2 sons who live with us and my wife has been fantastic. I have been much more available to do an event like this now. And after this, I'm going into London and I've got a number of meetings. So I wouldn't have previously been able to do all of those activities in a day. But I have to say that, you and Robert know me well. And the way I operate is that I'm actually really keen to be in the business. And that lack of human interaction, that lack of being with the teams,
being with the vendors, influencing them about what we can do, has really taken a toll, I think, on me in the last 3 to 4 months. And it's only recently I went to a team meeting. We had a team meeting with the Westcon side in Barcelona. And I hadn't seen the team for over 2 years. And that's a huge length of time to be disconnected from the leadership team in a big part of our business. So I'm coping with it fine. I've learned to play golf, not very well, but I have learned to play golf. But I am really hopeful that, like everybody, we start to see some lifting of the restrictions as the vaccination programs, which is the key to our freedom, being rolled out. I'm hoping that we have a Comstore meeting soon, and I can see you Jens, and your colleagues. And I'm also hoping that if I do get invited to your next event, that it might actually be in person, or at least part of it. Yes. I'm pretty sure next summer you will come to Germany, and we will also ask our partners which location they might want to choose, but this is at the end of the session. So thank you very much for your time, David. If you want to stay and improve your German, do it, but we will now switch back to German, okay? Thank you very much. Thank you very much, everybody, and please stay safe. Thank you. Yeah. Bye. So, wir machen in Deutsch weiter. Und ich freue mich jetzt live auf Stage begrüßen zu können, den Matthias Zacher. Für diejenigen von Ihnen, die letztes Jahr schon dabei waren, die sollten sich an Matthias noch erinnern. Matthias, welcome on stage. Jetzt bin ich schon wieder im Englischen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich grüße dich. Der Matthias hat letztes Jahr einen sehr guten Vortrag gehalten. Ich habe sogar von Partnern direkte Rückfragen, Feedback auch bekommen. Deswegen ist der Druck auf dich jetzt, Matthias, relativ hoch, weil die Frage ist ja, wie geht es 2022 weiter? Wie sieht der Erfolg im IT-Sektor aus? Und du wirst uns jetzt einen Vortrag halten, wo Chancen, aber auch Risiken liegen im kommenden Jahr. Bitte schön, Matthias, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Okay, prima, vielen Dank. Ja, dann starten wir einfach mal. Guten Tag, meine Damen und Herren. Viele Grüße von mir aus Frankfurt am Main, heute im Büro. Sie sehen, dieses Switchen zwischen Homeoffice und Büro ist bei uns jederzeit möglich. Und wie es schon gerade adressiert wurde, ich habe im letzten Jahr ein paar Dinge genannt, die ich heute aufgreifen möchte, natürlich auch fortführen möchte, sodass wir dann gemeinsam, denke ich, sehr gut in die Zukunft schauen können, um dann zu sehen, ja, was sind eigentlich die wichtigen Dinge, auf die wir auch gemeinsam achten sollen. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass jeder von uns sein Geschäft ein bisschen speziell ausrichtet, aber ein paar Punkte, denke ich, sind natürlich für alle uns relevant. Ich habe eine kleine Agenda, lass uns mal kurz auf die Agenda schauen. Also 2 Punkte habe ich ganz grob formuliert. Zunächst ein paar Marktzahlen, ein paar Trends, um wirklich so ein paar Facts mitzugeben, ein paar harte Zahlen, die aus unserem IDC Research kommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte ich auch ein paar Empfehlungen geben, wie sollen sich Partner aufstellen, um natürlich das Jahr 2022 vielleicht noch erfolgreicher abzuschließen als das Jahr 2021. Und ich denke, die Chancen dafür liegen sehr gut, abgesehen von den einigen Risiken, die der David ja auch skizziert hat, aber da haben wir teilweise keinen Abschluss drauf. Aber was wir machen, das sollten wir auf jeden Fall gut machen. Und da denke ich, da können wir von IDC auch ein paar Tipps und Empfehlungen geben. Ja, dann geht es einfach mal los mit dem ersten Block, Marktzahlen und Trends. Ich hatte es schon genannt. Ja, dann lassen Sie uns einfach mal auf die Zahlen schauen. Ich habe mal hier da wir ein Dach-Event haben, für die 3 geografischen Bereiche aufgezeigt. Wie ist das Marktvolumen in 2021? Und da sehen wir doch, dass die Märkte durchaus sehr solide sind. Es liegt natürlich auf der Hand, dass sich die Märkte in den einzelnen Ländern schon unterscheiden. Das liegt einfach an den Gegebenheiten. Und ich denke, ein Marktvolumen für ITK, also wirklich alles betrachtet, Hardware, Software, Services, sowohl im IT-Bereich als auch im Telekommunikationsbereich. Und da denken wir, dass wir im Jahr 2021 in Deutschland einen Markt von 147 Milliarden Euro erreichen werden, also ein ganz groß. Und wenn wir jetzt schauen, wie verhält sich da das Wachstum im Vergleich zu 2020, dann schätzen wir, dass der Markt ungefähr um 4% erwachsen wird. Ein bisschen kleiner sind die Zahlen in Österreich und auch in der Schweiz, aber nichtsdestotrotz sehen wir auch hier ein Wachstum, das sich zwischen 3 und 4% bewegen wird. Und wir gehen davon aus, dass sich das Ganze im Jahr 2022 so ähnlich auch entsprechend gestalten wird. Die Zahlen habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil wir da noch entsprechend mit den Kollegen dabei sind, die aufzubereiten. Aber wie gesagt, ich denke, das wird sich in eine ähnliche Richtung bewegen.
Und ich denke, das sind noch schon mal sehr gute und solide Zahlen, die da entsprechend ja eine Rolle spielen. Aber natürlich, um diese Zahlen zu erreichen, diese Verkäufe zu realisieren, müssen wir einfach auf ein paar Dinge schauen. Und da habe ich jetzt auf den nächsten Slide so ein paar Aspekte skizziert, die hier entsprechend eine Rolle spielen. Sie sehen, jetzt gehen wir ins Jahr 2022 rein. Das sind natürlich Punkte, die auch heute eine entsprechende Rolle spielen, aber die einfach zu beachten sind. Und das Schlagwort digitale Transformation darf natürlich auch bei IDC nicht fehlen. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, aber es ist einfach das, worum es geht, sich da entsprechend weiterzuentwickeln. Was natürlich aber eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Trust oder auch Security. Trust ist also nicht nur ein Punkt, der auf der politischen Ebene eine wichtige Rolle spielt, kann ich meinem Gegenüber vertrauen, sondern natürlich auch im Business-Alltag. Und was wir schon sehen, dass das Thema Trust Security stark ausbaufähig ist. Ich denke, das haben wir in den letzten 18 Monaten sehr, sehr gut gesehen. Es gab viele Szenarien, wo das ganze Thema Ransomware und so weiter entsprechend natürlich eine Rolle gespielt hat. Aber letztendlich geht es einerseits innerhalb der verschiedenen oder der veränderten Sicherheitsvoraussetzungen auf der einen Seite und andererseits auch durch das Neugestalten des Business, also viele Geschäftsbeziehungen sind ein Stück weit modifiziert worden, Partner sind vielleicht weggebrochen, neue sind hinzugekommen und da muss ich einfach wissen, bin ich in der Lage oder kann ich diesem Partner vertrauen, um dann wirklich auch ein gutes Geschäft mit dem zu machen. Und gerade im Rahmen der Digitalisierung haben wir oftmals nicht mehr den Face-to-Face-Kontakt mit unseren Geschäftspartnern, sondern müssen einfach dann über diese virtualisierten Kanäle dann diese Geschäftsbeziehungen auch aufbauen. Das wird sich sicher ein Stück weit ändern, gar keine Frage, aber im Augenblick haben wir einfach die Rahmenbedingungen. Und der zweite Punkt ist das Thema Cloud. Auch das ist schon gefallen, das Schlagwort Cloud. Und ich denke, das ist einfach der Weg, die Richtung, in die es geht. Da habe ich dann noch ein paar Zahlen dazu. Und man kann sicher sagen, ja, Cloud ist einfach das, was die IT-Industrie umfassend bringen wird. Was auch ganz interessant ist, der nächste Punkt, das ganze Thema Software. Natürlich gibt es seit mehreren Jahren die Diskussion, dass die IT immer stärker softwarebasiert wird. Das ist sicher richtig, gar keine Frage. Aber natürlich kommen auch da ein paar Dinge dazu, die nicht so einfach sind. Weg von den großen Monolithen, vielleicht auf den Bereich Business-Applikationen, führt einfach dazu, dass wir viele kleine Elemente, Bestandteile haben, die wir irgendwie zusammenbringen müssen. Da ist natürlich das Thema Offenheit ein ganz zentraler Aspekt, aber auch natürlich die Komplexität, die insgesamt die IT-Industrie natürlich auch prägt, wird sicher größer. Und die Frage ist einfach, wie managen wir diese Komplexität, um dann die Systeme so zusammenzuführen, dass sie natürlich effizient laufen, dass der Automatisierungsgrad hoch ist, auch immer höher wird, um dann wirklich entsprechend die Dinge so in die Wege zu leiten. Und da haben wir das Schlagwort Hybrid noch hier formuliert. Und ich denke schon, dass natürlich nichts alles in die Cloud wandert, immer mehr, gar keine Frage. Aber natürlich hybride Szenarien sind einfach realistisch, weil wir auf gewachsene Strukturen treffen und es nicht einfach von heute auf morgen letztlich alles in virtuelle Welten bewegt. Sicher, die Startups ist da eine kleine Besonderheit, die entsprechend natürlich auf der grünen Wiese entsprechend heraus ihre Dinge aufgesetzt haben. Aber der Alltag wird einfach dazu führen, dass klassische Systeme und die Cloud noch einige Jahre parallel nebeneinander existieren werden. Interessant ist auch die Frage des Edge Computing. Da haben wir doch eine interessante Entwicklung gesehen in den letzten Jahren. Edge vielleicht nicht nur aus der Perspektive Edge in der Industrie, in der Fertigung, sondern auch nach wie vor aus der Perspektive zentrale versus dezentrale Computing-Modelle. Ich glaube, da sehen wir gerade so einen Trend, dass sich schon einige Unternehmen überlegen, soll ich mir so ein kleines Mikrorechenzentrum neben meine Produktionsanlagen stellen? Und ich glaube, da werden wir noch ein paar interessante Verschiebungen auch sehen, im Kontext dieser Zentralisierung versus Dezentralisierung. Da ist einiges in Bewegung und da kann man sicher noch keine abschließende Aussage treffen an der Stelle. Und ein Punkt, der heute schon mehrfach adressiert worden ist, das ganze Thema unseres New Work, im New Normal vielleicht auch. Also wie werden jetzt letztlich eigentlich unsere Arbeitsplatzmodelle entsprechend entwickeln. Hybrid ist das nicht so ein Schlagwort, das da entsprechend das sein wird, worum es geht, aber wie sich das genau austoleriert, da muss man einfach ein Stück weit noch abwarten, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie das ganze Thema der Corona-Krise sich in den kommenden Monaten ausgestalten wird. Das ist eine kleine Blackbox, die wir da haben, aber natürlich müssen wir einfach vorbereitet sein, um in die eine oder andere Richtung auch reagieren zu können und das ist einfach, worum es geht. Ja, ich sagte schon,
betriebliche IT ist stark in Bewegung. Ich denke, das zeigt das nächste Slide noch mal ein bisschen genauer, was wir da meinen. Ich habe es einfach mal so formuliert, die Cloud wird zum Gravitationszentrum der IT. Also was meinen wir damit? Es wird einfach darum gehen, dass die Cloud, die ja in den letzten Jahren häufig ein Stück weit neben dem Data Center existiert ist, Bestandteil war, ein Stück weit in das Data Center ja entsprechend integriert wird, sodass wir zu einem Szenario gelangen werden, dass es eine IT gibt und da ist es dann letztendlich unerheblich, ob dann die Services aus der Cloud kommen oder aus dem Rechenzentrum, weil wir einfach das ganze Thema so automatisch gestalten werden, dass letztendlich immer die gewünschte Leistung zur Verfügung gestellt werden kann. Das bedeutet natürlich im Wesentlichen entsprechend die Nutzung von hybriden Szenarien mittelfristig und auch langfristig, aber auf jeden Fall wird diese gesamtheitliche Sicht entsprechend ja, wichtiger werden. Und natürlich ist da die Herausforderung, diese unterschiedlichen Elemente, Lösungen da zu integrieren. Das ist natürlich extrem komplex, gar keine Frage. Und ich denke, unter dem Aspekt des Software-Defined mit den unterschiedlichen Facetten, die wir da haben, zeigt sich natürlich schon entsprechend die Richtung auf, in die man entsprechende Services beziehen kann. Ich meine, im Bereich Compute und Storage ist das, denke ich, ja schon einige Jahre entsprechend Standard. Aber wir haben natürlich auch in den letzten 2-3 Jahren gesehen, dass das ganze Thema des Software-Defined Networking da einen extremen Aufschwung genommen hat. Und da ist sozusagen jetzt der Stack im Wesentlichen komplett, beziehungsweise wird immer kompletter. Und da heißt es jetzt einfach darum, geht es einfach darum, die Systeme so zusammenzuführen, dass natürlich dann entsprechend auch das Ganze ja nahtlos funktionieren kann. Keine einfache Aufgabe, aber auf jeden Fall eine lösbare Aufgabe. Und ich denke, jeder von uns kann da einen guten Beitrag leisten, um da entsprechend die Systeme so zu gestalten. Ja, ich hatte schon gesagt, das Thema Cloud bewegt uns nochmal gesondert. Jetzt schauen wir einfach mal auf ein paar Cloud-Slides, die ich da vorbereitet habe. Workloads gehen in die Cloud. Ich denke, der Dave hat auch ganz gut gesagt, wie sich das Verhältnis Public Cloud, Private Cloud aus einer Perspektive von euch entwickeln wird. Aber das ist jetzt praktisch unsere Sicht auf das Thema Cloud. Wie wird sich das ganze Thema Public Cloud, Private Cloud, Non-Cloud entsprechend ja ausgestalten? Auf der linken Seite einmal 2020, 2022. Und da zeigt sich doch schon ganz gut, dass die Dinge durchaus ja nebeneinander existieren. Public Cloud, Private Cloud und natürlich auch Non-Cloud-Umgebungen werden einfach noch längere Zeit nebeneinander oder parallel existieren. Das ist einfach die Situation, die wir in den Unternehmen entsprechend vorfinden. Und das bedeutet natürlich auch, dass natürlich immer mehr in die Cloud geht, aber natürlich sehr, sehr viel Raum ist noch für Aktivitäten, für Business, sowohl in der Private Cloud als auch in Non-Cloud-Umgebungen. Und im Kontext Cloud wird immer sehr viel über Multicloud diskutiert. Das Ganze habe ich dann auf der rechten Seite hier entsprechend beleuchtet. Die Frage, wie geht das ganze Thema Multicloud eigentlich voran? Das ist ganz interessant, wenn wir schauen, da gab es vor 3-4 Jahren ja einen relativ großen Optimismus. Jeder fand Multicloud gut in irgendeiner Form. Und dann kann natürlich die Mühen der Ebenen, die sie dann gezeigt haben, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, so einen entsprechenden umfassenden Stack zu entwickeln, wo ich wirklich nahtlos ein Szenario habe, wo ich nahtlos Services aus unterschiedlichen Clouds, Public Clouds, Hyperscaler plus Private entsprechend zusammenführen kann. Das ist wirklich eine relativ komplexe und eine sehr komplexe Aufgabe sogar. Und da ist einfach jetzt, denke ich, ein Stück weit ja, so eine Situation entstanden, dass die Unternehmen sagen, wir haben 1 oder 2 ja, Hyperscaler, die wir nutzen. Und das ist schon, denke ich, eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, wirklich das Ganze sowohl auf der technologischen Seite, aber natürlich auch von der Seite Governance, Billing und so weiter entsprechend gut zusammenzuführen. Und deswegen werden wir sicher sehen, dass das Thema Multicloud uns noch eine Weile beschäftigen wird, auch in dem Kontext, dass man dann vielleicht in einigen Jahren dann wirklich diesen Gedankengang der Nutzung unterschiedlicher Services einfach auch besser zusammenfügen kann. Ich denke, das zeigt nochmal ganz gut auf, dass die Richtung in Richtung Cloud geht, aber natürlich entsprechend das Ganze differenziert zu betrachten ist. Ganz, ganz wichtig. Also es wird nicht von heute auf morgen alles in die Public Cloud wandern. Das ist eine unrealistische Sichtweise, sondern wir werden einfach diese Dinge ja nebeneinander nach wie vor sehen. Ja, das war ein Punkt zu dem Thema
Public Clouds, wie entwickeln sich die verschiedenen Workloads, aber natürlich sind die Dinge stark in Bewegung und ich glaube, in welcher Form sie in Bewegung sind, das zeigt das nächste Slide ganz gut auf. Ja, es wirkt vielleicht, wenn man nach links schaut, im ersten Blick so leicht ein bisschen wie eine Zitrone durch diese unterschiedlichen Chapter, die wir da haben. Aber was wir einfach hier zeigen wollen, ist natürlich, dass sich unterschiedliche Workloads, Anwendungen natürlich in unterschiedliche Bereiche bewegen. Und da haben wir einfach mal ein paar Punkte hier aufgezeichnet. Da ist auch ein entsprechendes Modell dahinter, das wir aus großen weltweiten Umfragungen entsprechend herausgezogen haben. Das heißt, da haben wir die Daten über einen längeren Zeitraum aus Befragungen von mehreren tausend Unternehmen zusammengeführt. Und da zeigt sich sehr gut, denke ich, wie die Anwendungen entsprechend in die unterschiedlichen Richtungen wandern. Und die Application Churn, so haben wir es genannt, also das ist natürlich relativ hoch. Da ändern sich einfach die Szenarien, die Dinge sind im Fluss. Anwendungen wandern vielleicht von einer entsprechenden klassischen Umgebung in ein entsprechendes Public Cloud-Szenario. Aber natürlich ist da auch immer die Frage, inwieweit sind die Anwendungen auch in der Lage zu wandern. Das ist natürlich, sind wir entsprechend an die Hersteller der großen Applikationen gebunden, die natürlich alle sagen, ja, wir machen natürlich auf jeden Fall entsprechend Cloud, Hybrid Cloud, aber wenn man dann schon mal noch mal genauer hinschaut, dann sieht man schon sehr gut, dass es natürlich immer noch Bestandteile gibt, Lösungsbestandteile, die einfach relativ fest verdrahtet sind in der Private Cloud und natürlich auch andere entsprechende Lösungsbestandteile, die als Public Services zur Verfügung stehen, Public Cloud Services. Und die Frage ist halt, wie schnell sind die Unternehmen in der Lage, die Hersteller, diese Lösung entsprechend natürlich auch in unterschiedliche andere Szenarien zu überführen. Das ist ganz interessant, das zu verfolgen und das ist natürlich auch ein Stück weit der Rahmen, der uns gesetzt ist. Da sind wir an die Hersteller gebunden, inwieweit und wie schnell sie da ihre Dinge vorantreiben. Ja, das waren ein paar Punkte zu dem Thema Cloud. Und ich habe jetzt einfach noch ein paar weitere Zahlen mitgebracht. Das zeigen entsprechend die nächsten Slides noch ein paar Zahlen, die natürlich jetzt wieder stärker an unserem Thema dran sind, im Sinne von Security, Netzwerkausrüstung, Edge und IoT. Da habe ich einfach mal geschaut, aus einer Umfrage heraus, das ist jetzt entsprechend eine europäische Umfrage, wie haben sich entsprechend die Ausgaben für IT-Produkte und Dienstleistungen verändert, wurden Modifikationen aufgrund von Corona durchgeführt. Und da zeigt sich doch sehr gut oder interessanterweise, dass die Unternehmen dann entsprechend teilweise ihre Budgets schon erhöht haben. Ich denke, das ist eine ganz interessante Zahl. Wenn wir zu Security schauen, noch stärker natürlich auch im Netzwerkbereich oder auch entsprechend im Edge-Bereich, da sieht man schon, dass entsprechend natürlich die Dinge da wachsen. Natürlich, gar keine Frage. Viele Unternehmen haben natürlich ihre Ausgaben erstmal nicht geändert. Einige haben sie vielleicht auch ein Stück weit heruntergefahren. Aber ich denke, das zeigt ganz sehr gut so eine Gemengelage, auf die man in den Anwenderunternehmen trifft, entsprechend als Reaktion auf die entsprechenden Ausgaben oder das, was man einfach machen musste, um für das Jahr 2020 und 2021 gewappnet gewesen zu sein. Und ich denke, diese Aussagen haben natürlich entsprechend auch für die Zukunft Bestand. Auch da werden wir natürlich sehen, dass die Ausgaben für Security sicher durchaus erhöht werden. Aber auch Netzwerkausrüstung ist nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Thema an der Stelle. Ja, dann noch eine weitere Marktzahl auf dem nächsten Slide. Also ich habe es nur mal ein Stück weit runtergebrochen. Jetzt hier ein reiner Blick auf die Ausgaben für IT-Security. In Deutschland ein Vergleich 2021 und hier haben wir auch eine Prognose gewagt für 2025. Wie gesagt, jetzt hier nur für Deutschland und eine Unterteilung nach Hardware, Services und Software. Und da sehen wir ja sehr gut, dass entsprechend natürlich die Zahlen durchaus signifikant steigen. Und ich glaube, das ist für alle von uns interessant, sowohl für die Hersteller als auch für den Channel, wie aus einer Perspektive von IDC die Zahlen in den 3 Bereichen wachsen werden. Was wir schon sehen, das Thema Services geht hier sehr, sehr hoch. Natürlich schwingt da ein bisschen die Diskussion um Managed Services auch mit. Ich denke, das ist ja ein Punkt, den
mit dem sich der Channel immer wieder auseinandersetzt. Inwieweit soll ich Managed Security Services entsprechend platzieren? Aus unserer Sicht ist das schon eine sehr, sehr wichtige Sache und ich denke, das spiegelt sich auch sehr gut hier in den Zahlen wider. Ja, jetzt habe ich noch 2 Slides zu Markttrends. Lassen Sie uns einfach mal kurz schauen, was ich Ihnen da noch mitgeben möchte. Zunächst grundlegende Cybersecurity-Trends 2021, sicher auch 2022, gar keine Frage. Das sind einfach so Punkte, die aus unserer Perspektive natürlich die Diskussion in den Unternehmen prägen und was natürlich bedeutet, dass entsprechende Hersteller und auch der Channel da entsprechend da die Antwort parat haben muss. Ich gehe mal ganz kurz durch von links nach rechts. Das Thema Risk hatte ich schon diskutiert, Risk oder auch Trust. Ich denke, da fängt es einfach an. Man muss in der Lage sein, genau diese Punkte gut zu besprechen mit den Kunden, um da entsprechend auch Angebote platzieren zu können. Damit eng im Zusammenhang das ganze Thema Shift Left bei dem ganzen Thema Cybersecurity. Das ist ein Punkt, den wir immer wieder sehen, wenn wir Befragungen mit Endanwendern durchführen, dass das Thema Shift Left einfach da nicht gelebt wird. Also das ist sicher ein sehr, sehr großes Problem, wirklich bei neuen Projekten von Anfang an auf Security zu setzen. Wenn neue Initiativen gestartet werden, ist es oft ein geringer Anteil der Unternehmen, die das von Anfang an mit berücksichtigt. Gerade im Softwareentwicklungsumfeld sehen wir, dass natürlich die Entwickler eine ganz andere Sichtweise, ein ganz anderes Denken in Bezug auf Security haben. Und das sind einfach Probleme, die da einfach eine große Rolle spielen. Corona bewegt uns nach wie vor, gar keine Frage. Das ist ein bisschen schwer abzusehen, in welche Richtung da das Pendel ausschlägt. Das hatte ich bereits schon erwähnt. Aber auf jeden Fall ist die Frage natürlich im Kontext Corona, die Security so hoch zu schrauben wie möglich. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Arbeit der Kollegen in den Unternehmen nicht zu stark eingeschränkt wird. Und natürlich kann man sehr, sehr viel Security entsprechend implementieren, aber wenn es in so einer Situation ist, dass die Anwender in den Unternehmen der Meinung sind, ihre Arbeit nicht mehr so gut umsetzen zu können, dann fangen die einfach an, sich irgendwelche Lücken zu suchen, Parallelstrukturen aufzubauen. Ich meine, das kennen Sie alles, aber das ist natürlich nach wie vor das, was wir immer wieder sehen. Wie auch in allen Bereichen der IT ist der Plattformgedanke auch im Security-Umfeld ganz zentral. Da haben wir einfach auch die Diskussion der vergangenen Jahre, viele nebeneinander existierenden Lösungen von einem Anbieter selbst auf der einen Seite und dann natürlich auch diese Silo-Struktur bei den Anwendern. Und das muss man entsprechend auch nach wie vor, muss man stärker arbeiten, das abbauen zu können. Deswegen, der Plattformgedanke wird sich einfach weiterentwickeln. Da muss jeder von uns natürlich seinen Beitrag leisten, das gut umsetzen zu können. Das Thema Public Cloud ist nach wie vor stark risikobehaftet, weil das ist einfach für viele Angreifer ein gutes Einfallstor, um entsprechend da in die Unternehmen reinzugehen. Und deswegen ist nach wie vor die Frage, hier besonders hinzuschauen. Weitere Dinge verstehen sich von selbst, die wachsende Anzahl der Umgebungen und Geräte. Das wächst nach wie vor sehr, sehr stark und auch da müssen wir einfach in der Lage sein, wirklich jedes Gerät in irgendeiner Form absichern zu können. Und da spinnt sich der Faden natürlich noch viel weiter im Sinne von Smart Things, die hinzuziehen von betrieblichen Umgebungen, Produktionsstraßen, viele Smart Devices, die jetzt in irgendeiner Form natürlich kein IT-Gerät mehr sind, aber auch das sind als entsprechende Einfalltore, um entsprechend vielleicht Angriffsszenarien umsetzen zu können. Und ganz wichtig, das ganze Thema der Netze, der Netzwerke, das ist etwas, wir haben im letzten Jahr eine Security-Studie gemacht und was ich sehr interessant fand, dass das Thema Network Security in den Augen der Anwender doch durchaus auf eine neue Stufe gehoben worden ist. Das fand ich sehr interessant, aber auch notwendig, weil wir gerade da sehen, dass das ganze Thema der Netze besonders beachtet werden muss an der Stelle. Und das Ganze zeigt sich dann auch mal im nächsten Slide. Das ist dann praktisch das Slide, mit dem ich diesen Block der entsprechenden Trends abschließen möchte. Neue Security-Ansätze erforderlich, habe ich es mal genannt, im Kontext Netzwerk und Security. Und da sehen wir einfach, dass da entsprechend hohe Erwartungen da sind an SD-WAN. Das heißt natürlich, die Dinge müssen auch gut abgesichert werden. Aber natürlich, das ist extrem komplex. Ich hatte es schon angerissen, die Komplexität.
muss man einfach da gut in den Vordergrund auch stellen, gar keine Frage. Und natürlich bedeutet das letztendlich, dass diese entsprechenden Netzwerke irgendwo von jeder Stelle her Zugriff ermöglichen. Das ist einfach die Frage, wie gut kann ich die entsprechenden Zugriffspunkte entsprechend auch absichern. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch Compliance an der Stelle. Natürlich Security ist dann eher die technische Security, aber das ganze Thema der Compliance, der regelbasierten entsprechenden Systeme, wo natürlich der Gesetzgeber Anforderungen stellt, wo natürlich die Geschäftspartner Anforderungen stellen, wo es entsprechende Industrievorgaben und Normen gibt. Das ist natürlich entsprechend nochmal ein ganz kritischer Punkt, der ja da beachtet werden muss. In den Anwenderunternehmen sehen wir so ein bisschen so einen Trend, dass man Netzwerkabteilungen und Security-Abteilungen stärker zusammenbringt. Und das bedeutet natürlich auch aus Perspektive des Channels, dass man da entsprechend auch reagieren muss, einen anderen Marktansatz oder einen anderen Kundenangang wählen muss. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, auch um den Veränderungen in den Unternehmen Rechnung zu tragen. Der gute Punkt ist vielleicht folgender, dass Anwenderunternehmen nicht immer so genau wissen, wie sie das angehen sollen, und ein Stück weit natürlich auf die Expertise von uns, das heißt von Ihnen hauptsächlich, die ja am Kunden sind, entsprechend da auf die Expertise hoffen. Und das, denke ich, sind nochmal so neue Geschäftsmodelle, Beratungsleistungen, die man entsprechend auch gut entwickeln kann, um dann wirklich auch die Dinge ja besser bei dem Kunden platzieren zu können. Ja, das wäre soweit der erste Teil zu den Markttrends und Marktzahlen. Jetzt lassen Sie einfach mal auf den zweiten Block schauen, wo es natürlich um einige Dinge gibt, die jetzt die Unternehmen direkt angehen. Ja, ich habe es übertitelt, so stellen sich Partner robuster und agiler auf. Und dann lassen Sie uns einfach mal schauen, was wir von IDC dazu zu sagen haben. Interessant ist jetzt schon mal so eine Eingangszahl. 46% aller Partner sagen, dass die Corona-Pandemie ihre digitale Transformation beschleunigt. Klingt erstmal gut, ist aber weniger als die Hälfte. Also eigentlich doch nicht so eine gute Zahl letztendlich, was wohl bedeutet, dass nicht alle Partnerunternehmen da entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Also das ist durchaus eine durchaus kontroverse Zahl, die man hier sieht. Aber auf jeden Fall sehen wir natürlich schon, dass in vielen Unternehmen eine Reaktion erfolgt ist, aber letztendlich dann doch nicht in allen. Das ist wieder eine europäische Zahl, auch wie die nachfolgenden Zahlen, die aus einer entsprechenden Umfrage sind, die wir da in Europa getätigt haben. Okay, dann lassen Sie uns einfach mal weiterschauen auf das nächste Slide. Ich habe es mal so genannt, in verschiedenen Disziplinen müssen Sie natürlich Stärke beweisen. Da müssen Sie besonders aktiv werden. Das ist natürlich die Frage der Agilität, was die Ressourcen betrifft. Das ist natürlich die Frage der finanziellen Situation. Das war natürlich im letzten Jahr sicher eine große Fragestellung für viele Unternehmen, aber gleichzeitig auch natürlich die Frage der Business Empathy, wir haben es so genannt, also wo sind Sie entsprechend aktiv, wie bekommen Sie es hin, Ihr Business besser zu gestalten, und natürlich die Frage des Portfolios. Es hat sich ja gezeigt in den letzten 18 Monaten, dass Portfolios modifiziert werden mussten, dass man entsprechend in der einen Stelle ein gutes Geschäft machen konnte, in anderen Bereichen ist das Geschäft dann vielleicht nicht so gut gelaufen. Die Situation hat sich insgesamt geändert, und das bedeutet natürlich, dass man mit einem bisherigen Portfolio nur ein Stück weit vorangekommen ist, in einem Bereich gut, in anderen Bereichen nicht so gut, und das bedeutet entsprechend, dass man hier modifizieren musste. Und was sind jetzt so einzelne Schritte? Ich denke, das zeigt ganz gut das nächste Slide, die wir entsprechend gesehen bei den entsprechenden Partnerunternehmen. Ich denke, die ersten Punkte sind schon mehr oder minder Selbstläufer. Fast jeder von uns ist ins Homeoffice entsprechend gegangen. Also 88% der Partner haben natürlich ihre Mitarbeiter mit Remote-Lösungen ausgestattet. Die Themen Cloud wurden auch stark vorangetrieben. Also knapp 2/3 sagen, wir müssen uns einfach stärker auf die Cloud ausrichten. Also dieser Need wurde ganz klar erkannt, und in diesem Zusammenhang auch ein Stück weit das ganze Thema Remote besser vorantreiben zu können. Nächster Punkt, Unterstützung von Corona-Kindness-Aktivitäten. Was meinen wir damit? Natürlich einfach der Punkt, dass wir mit vielen Fragezeichen, die es zum Anfang gab, entsprechend den geschäftlichen Alltag so gestalten mussten oder müssen, dass jeder gut mitkommt in den Unternehmen. Das gilt natürlich für die Kollegen Backoffice genauso,
wie für die Kollegen im Vertrieb und auch für die Kollegen, die entsprechend in der Umsetzung der entsprechenden Projekte sind. Wir sehen auch, dass 60% der Unternehmen erstmal einen Einstellungsstopp verfügt haben, sicher eine entsprechende nachvollziehbare Maßnahme, die entsprechend hier eine Rolle gespielt haben sollte. Einige Punkte sind jetzt nicht so stark vertreten, wo man sicher der Meinung ist, das müsste eigentlich ein bisschen stärker oder von mehr Unternehmen entsprechend vorangetrieben worden sein. Das Thema virtuelle Kundenkontakte. Ich denke, da gibt es schon gute Möglichkeiten, das ganze Thema stärker voranzutreiben. Aber andererseits ist natürlich entsprechend auch bei virtuellen Kundenkontakten nur so ein bisschen das Risiko, dass ich nicht so zielgenau agieren kann. Und da muss ich dann schon, denke ich, genau schauen, wie ich das gut hinbekomme. Aber wir sehen auch bei 13%, dass es eine Verringerung des Personalbestandes gab. Der David hatte ja natürlich schon vorhin gesagt, dass es natürlich bei Comstor keine Option war. Und wir sehen, dass eine relativ geringe Zahl Unternehmen, die das Ganze entsprechend umgesetzt hat. Okay, das war so ein paar Punkte, wie sich die Mehrzahl der Partner aufgestellt hat. Reicht das aus? In einigen Punkten sicher ja, und in anderen Punkten würde ich einfach sagen, nein. Da muss man einfach nachschärfen und die Dinge entsprechend optimieren. Und ein Punkt, der aus unserer Perspektive ganz wesentlich ist, der zeigt sich dann auf dem nächsten Slide, und zwar der Punkt der Kundenbeziehungen, Kundenbindungen, also all diese Aspekte, die sich einfach um das ganze Thema des Kundenanganges, der Kundenansprache entsprechend herumziehen. Hier ist vielleicht erstmal eine Zahl zu nennen, die aus einem großen Research-Projekt auch kommt. Da habe ich mal geschaut, wie ist eigentlich das ganze Thema der 360-Grad-Blickes auf die Kunden ausgestaltet. Und da ist schon so ein bisschen erschreckend, dass man sieht, dass jetzt weniger als 20% der Unternehmen, das ist jetzt nicht auf Channel bezogen, sondern insgesamt, dass eigentlich weniger als 20% der Unternehmen einen 360-Grad-Blick auf den Kunden haben. Das heißt, alle Kundeninformationen aus Marketing, Vertrieb und Services, die an einer Stelle zusammenlaufen, sind halt so nur eine sehr kleine Anzahl der Unternehmen vorhanden. Das ist natürlich sehr, sehr kritisch, gerade in so einer Situation, weil man einfach so viel wie möglich über den Kunden wissen muss, um dann vielleicht all die Punkte, die aufgeführt sind, entsprechend gut umsetzen zu können. Natürlich die Frage der Analyse der Kundenaktivitäten, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, gibt es entsprechende Metriken, die da interessant sind und all die Aspekte, die dann entsprechend eine Rolle spielen. Das heißt, natürlich gibt es da so ein Basics, die oftmals noch nicht umgesetzt sind, wo man einfach angreifen muss. Und es gibt einfach viele Punkte, die dann vielleicht das ganze Thema der Kundenbindung, der Kundenansprache auch optimieren können. Hier sind einfach mal ein paar Punkte aufgeführt. Denken Sie einfach mal kurz nach, wie es entsprechend auch bei Ihnen im Unternehmen gelaufen ist. Ja, dann gehen wir mal weiter auf 2 plakative Zahlen. Das Thema Digitalisierung hatte ich ja schon angesprochen. 61% aller Partner betonen, dass die Digitalisierung entsprechend ihrer Kunden auch voranschreitet. Und ich weiß nicht, ob Sie sich an das letzte Jahr erinnern, da hatte ich so eine Zahl, wo wir durchaus gesehen haben, dass oftmals die Kunden die Digitalisierung gut vorangetrieben haben und natürlich oftmals Partnerunternehmen nicht so stark aktiv waren. Ich hatte es als Gap bezeichnet, den es entsprechend gab. Und ich hoffe doch, dass dieser Gap jetzt nicht größer wird, sondern dass einfach der Gap sich natürlich auch schließt an der Stelle. Und das bekommt man natürlich nur hin, wenn man entsprechend diesen zweiten Punkt, die rechte Zahl beachtet, wo wir einfach sehen, dass mehr als die Hälfte der Partnerunternehmen sagen, dass die Digitalisierung Herausforderungen fürs Businessmodell mit sich bringt. Ist das nun gut? Ist das schlecht? Ich würde einfach mal sagen, das ist gut, weil es Unternehmen dazu zwingt, einfach entsprechend sich neu aufzustellen, bisherige vielleicht auch eingelaufene Verfahren in Frage zu stellen, einfach zu schauen, wie kann ich so reagieren oder mich vielleicht ein Stück weit nach vorne aufstellen, dass ich in der Lage bin, die entsprechenden Anforderungen der Kunden dann gut bedienen zu können. Ja, 2 plakative Zahlen und jetzt, dass Sie auch noch ein bisschen stärker in weitere Details schauen. Dann gehen wir aufs nächste Slide. Denn was sicher eine ganz gute Botschaft ist, denke ich, 69% der Anwenderunternehmen schauen auch nach neuen Partnern. Das heißt, da ist extrem viel Bewegung im Markt im Augenblick und da kann man einfach mal schauen, wo kann ich entsprechende Angebote platzieren, um entsprechend auch dann vielleicht neue Kundensegmente erschließen zu können.
Das zeigt natürlich auch ein Stück weit in der Spiegelung, dass offensichtlich die bisherigen Partner die Anforderungen der Kunden nicht immer in dem Maße erfüllen konnten. Was heißt das nun im Detail? Was soll da sozusagen jeder Partner entsprechend auf seiner Agenda haben? Da gibt es entsprechend auf dem nächsten Slide jetzt einfach ein paar gute Punkte dazu, also 3 Blöcke. Natürlich das Thema Cloud. Ich hatte es schon angesprochen. Cloud ist einfach etwas, worüber jeder redet, gar keine Frage. Und deswegen muss man sich bei dem Thema Cloud einfach besser aufstellen. Auch das Thema Security, gerade in unserem Kontext, den wir heute besprechen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das muss man auch entsprechend weiter vorantreiben. Und der Aspekt der Services ist natürlich genauso wichtig. Ich hatte schon gesagt, Managed Services auf der einen Seite sind immer stärker nachgefragt, aber natürlich auch das ganze Thema der Services rund um die Cloud und Security müssen weiterentwickelt werden. Und auch der David hat es angesprochen in seinem Einführungsvortrag, das ganze Thema der entsprechenden wiederkehrenden Umsätze und Subskriptionsservices müssen einfach auch entsprechend vorangetrieben werden. Also 3 Punkte, mit denen sich einfach jedes Unternehmen im Channel umfassend beschäftigen muss. In welcher Tiefe da man natürlich entsprechend einsteigt, hängt natürlich auch von der jeweiligen Situation, aber das sind einfach Punkte, die ich gerne jedem Unternehmen mitgeben möchte. Okay, aber wir sehen natürlich, dass nicht jedes Unternehmen bereit oder gewillt war, sich entsprechend in dem Maße auch zu bewegen, zu verändern, wie es vielleicht erforderlich gewesen wäre. Und wie das im Detail aussieht, das zeigt dann entsprechend auch das nächste Slide. Das ist einfach mal so eine schematische Darstellung, was wir jetzt mal so ein bisschen hier abstrahiert haben, wie Unternehmen entsprechend sich in den letzten Monaten verhalten haben, Channel-Unternehmen. Einige haben mit Business as usual gemacht und werden das vielleicht auch fortfahren. Das ist natürlich etwas, von dem wir entsprechend abraten, falls die Unternehmen in den Themen Cloud, Digitalisierung und so weiter noch nicht so gut vorangekommen sind. Einige Unternehmen haben natürlich sich der neuen Realität gestellt in verschiedenen Möglichkeiten. Bei einigen stand eher die Kostensenkung im Vordergrund, ist sicher ein nachvollziehbarer Schritt. Andere haben natürlich entsprechend auf den veränderten Bedarf reagiert. Aber ich denke, dieses Slide zeigt ganz gut die Facetten, in denen sich Channel-Unternehmen entsprechend auch bewegt haben. Und auf dem nächsten Slide haben wir dann einfach so ein paar Anforderungen formuliert, die entsprechend wichtig sind. Auch das Slide hatte ich im letzten Jahr schon gezeigt, aber ich denke, die Punkte sind nach wie vor alle hoch aktuell. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, zu schauen, wie weit man sich entsprechend in den einzelnen Bereichen, die jetzt auf der linken Seite abgebildet sind, entsprechend positionieren sollte. So ein kleiner Dreiklang, eine Dreiverteilung gestern, heute und zukünftig. Und ich bitte Sie einfach, schauen Sie einfach die Dinge an, überlegen Sie, wo Sie stehen, wo Sie vielleicht auch entsprechend sehen, dass Sie sich stärker in einzelne Themen hineinbewegen sollen. Einfach ganz wichtig, diese Punkte, die aufgezeichnet sind, immer wieder anzuschauen, durchzugehen und dann entsprechend halt zu gestalten. Aber natürlich ist das jetzt relativ einfach gesagt. Wir bewegen uns natürlich auch in verschiedenen Situationen, die letztendlich wir zum Teil beeinflussen können, wir zum Teil auch nicht beeinflussen können. Und da muss man entsprechend auch aktiv werden. Ein paar Schritte im Bereich Digitalisierung könnten folgende sein, die jetzt auf dem nächsten Slide zu sehen sind, wo wir einfach mal gefragt haben, auch wieder aus einer europäischen Frage raus, wie investieren eigentlich Partnerunternehmen in das ganze Thema der Digitalisierung, runtergebrochen auf verschiedene Themen, einmal Consulting Skills, Sales Skills, auch Technical Skills und Cloud Sales Skills, also ein bisschen so eine Teilung in digitale Transformation und Cloud. Und da sehen wir schon, dass natürlich das Thema digitale Transformation ein Stück weit stärker im Moment adressiert wird als das ganze Thema der Cloud Skills. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, in allen Bereichen aktiv zu werden. Und jetzt auch die Frage, überlegen Sie mal selbst, wo stehen Sie eigentlich? Wie gehen Sie das Thema digitale Transformation an? Wie gehen Sie das Thema Cloud an? Und immer in diesen Bereichen Sales, Consulting, Implementierung, wie gut sind da Ihre Fähigkeiten entwickelt, beziehungsweise die Fähigkeiten Ihrer Kollegen? Und wo sehen Sie da vielleicht noch entsprechenden Nachholbedarf? Und natürlich ist es wichtig,
entsprechend sich hier auch permanent weiterzubilden. Und ich denke, Hersteller natürlich und auch Distributoren haben da viele Angebote, auf die man entsprechend einfach auch zurückgreifen sollte. Ja, jetzt noch ein paar weitere Zahlen aus einer Umfrage im nächsten Slide, wo ich einfach nochmal aufzeigen wollte, worauf Unternehmen jetzt auch achten, wenn sie entsprechende Partnerschaften mit Anbietern pflegen. Denn das ist nochmal so ein weiterer wichtiger Aspekt, der vielleicht nicht immer so stark in solchen Channel-Diskussionen betrachtet wird. Nicht nur die Seite Channel und Kunde, sondern natürlich auch Channel und Anbieter. Und da muss man einfach schauen, in welche Richtung man entsprechend man agieren muss, wenn man sich entsprechend mit den Partnern und mit den Anbietern auseinandersetzt. Natürlich ist immer die Frage einer unkomplizierten Geschäftsbeziehung zwischen Partner und Hersteller und Distributor. Ich denke, das ist einfach das A und O des Ganzen. Und wir sehen ja auch heute am Beispiel der Prämierung, dass offensichtlich die Dinge da sehr gut laufen, aber es sind einfach Punkte, die man immer entsprechend berücksichtigen muss an der Stelle. Das heißt, Geschäftsbeziehungen, der Demand muss natürlich auch gut ausgestaltet sein. Es muss gut mit den entsprechenden Mitarbeitern funktionieren. Und natürlich sollte der Anbieter, mit dem man sich beschäftigt, auch ein am Markt führendes Offering haben. Und da sehen wir einfach schon, dass natürlich viele Unternehmen auf diese Punkte besonders Wert legen. Und gerade diese Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Distributor und dem Partner, Channel, Reseller ist natürlich auch permanent in Bewegung. Und das nächste Slide bringt einfach so ein paar Punkte, die aufzeigen, was sind so Schlüsseltrends aus der Sicht der Hersteller. Das ist natürlich immer interessant zu schauen, wie denkt eigentlich der Hersteller, in welche Bereiche investiert der, sowohl was die Lösung als auch die Prozesse betrifft. Und das sind einfach ein paar Punkte aufgeführt. Simplification, Flexibilisierung und so weiter. Natürlich auch unterschiedliche Partnerexpertise. Das sind einfach ein paar Punkte, die hier aufgezeichnet sind. Schauen Sie es einfach mal in Ruhe an, denn die Zeit rennt, wie ich sehe. Deswegen mache ich jetzt die folgenden Slides betrachte ich jetzt ein bisschen schneller, sodass ich auch noch zu jeder Information noch was sagen kann. Denn was wir schon sehen, einerseits natürlich die Frage Anbieter, Distributor, Reseller, Partner ist extrem Bewegung. Das gilt natürlich auch für das Ökosystem insgesamt. Und das ist eine relativ komplexe Geschichte. Und das Ökosystem entwickelt sich permanent weiter. Und wie es modellhaft aussehen könnte, zeigt das nächste Slide. Und ich denke, da ist sehr gut die Komplexität zu erkennen. Ökosysteme natürlich auf technologischer Seite, es gibt dann entsprechende Data-Ökosysteme, es gibt Business-Ökosysteme. Das Ganze muss in irgendeiner Form orchestriert werden. Und in diesem Universum bewegen sich entsprechend natürlich alle Marktteilnehmer. Im letzten Jahr hatte ich ein Slide, das auch diese Komplexität in einer anderen Form dargestellt hat. Da ging es entsprechend um Unternehmen. Und was wir aber schon sehen, die industrielle Ökosysteme, die wandeln sich stark. Und da muss man einfach fragen, wo steht man im Kontext Hersteller, Partner, Kunde? Und da sehen wir auch schon, dass klassische Kaufbeziehungen sich ändern zu Service-Nutzungsbeziehungen bis hin zu einer Situation, wo letztendlich die Rolle zwischen Partner, Kunden und Hersteller teilweise auch verschwimmen. Ich denke, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir sehen natürlich schon einzelne Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Also das Ökosystem ist extrem im Fluss und sich das genau anzuschauen, sollte auch Ihre Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Ja, jetzt sind wir eigentlich fast durch. Es gibt noch zwei ganz kurze Slides. Lassen Sie uns einfach darauf schauen. Partnerevolution 2022 plus, eine Art Zusammenfassung schon natürlich. Next-Gen-Technologie, Consumption-Modelle, gar keine Frage. Ich denke, das klang schon sehr gut durch. Corona treibt weiter die Digitalisierung, auch die Widerstandsfähigkeit, ICT und andere Bereiche gehen immer stärker zusammen. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und die Partnertypen und das Ökosystem verschwimmt ein Stück weit, wenn man so nennen möchte. Auf jeden Fall ist da sehr, sehr viel im Fluss. Ja, und jetzt noch ein kleines Slide mit Call to Action und dann sind wir entsprechend durch. Dann werden noch ein paar Punkte aufgeführt, also Remote und Automate, also Automatisierung ist ganz klar auch schon von den Kollegen von Westcom genannt worden, ein wichtiger Punkt. Digitalisierung, alles so weit wie möglich digitalisieren. Der Kunde muss einfach im Mittelpunkt stehen, aber auf jeden Fall der Customer for Life, ganz wichtig. Natürlich muss jeder sich in irgendeiner Form entsprechend unterscheiden können. Es geht darum, auch reduzierbare IP zu entwickeln und natürlich ist die Frage,
Wie ist Ihr Operating Model? Wie stark sollen Sie das transformieren? Wo müssen Sie da entsprechend angreifen? Okay, und damit bin ich an der Stelle auch durch und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit gebe ich zurück an die Kollegen also der Herr Jung. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Tacher. War wieder sehr interessante Impulse, Ein- und Ausblicke, und wir waren ja letztes Jahr schon beeindruckt von Ihrer Treffsicherheit und freuen uns wirklich, dass Sie dieses Jahr wieder dabei sind. Da nochmal meinen ganz herzlichen Dank, weil sehen Sie, der Nachteil an diesen virtuellen Konferenzen ist ja, dass man als Referent gar keinen Applaus vom Auditorium bekommt. Es ist ja leider technisch nicht möglich, deshalb nochmal mein ganz herzlicher Dank. Kann man ja einfach leben. Ja, genau, man gewöhnt sich dran. Wir sind zeitlich spot on, sollten uns aber vielleicht trotzdem die Zeit nehmen, noch ein, zwei Fragen. Einmal, weil es da aus dem Chat was gekommen, ein, zwei Fragen nochmal eben durchgehen. Bitte Sie um eine kurze Antwort. Frage 1 ist, wie sehen Sie den Stellenwert der Cloud in der DACH-Region? Sicherlich eine ganz interessante Frage, unter dem Aspekt auch, dass Westcon ja ein globales Unternehmen, oder Westcon Comstor ein globales Unternehmen ist, und wir sehen natürlich auch viele Szenarien in verschiedenen Regionen. Wie ist da Ihr Blick auf die DACH-Region? Ja, vielleicht aus der Perspektive einer Cloud-Strategie, die Unternehmen auflegen, kann man sicher sagen, das ist gerade eine ganz aktuelle Studie, die wir gemacht haben, dass 90% der Unternehmen eine Cloud-Strategie entwickelt haben. Das gilt sicher nicht für die ganz Kleinen, die lassen wir außen vor, aber bei KMU und auch Großunternehmen ist das Thema eigentlich gesetzt. Und man sieht auch, dass die meisten Unternehmen seit 2 bis 3 Jahren eine entsprechende Cloud-Strategie haben und die aber jetzt peu à peu umsetzen. Und da sehen wir wirklich alles von ganz wenig oder sehr wenig bis ganz viel. Aber natürlich, Cloud ist praktisch für jedes Unternehmen in irgendeiner Form ein Thema. Wunderbar. Dankeschön. Vielleicht nochmal einmal aufgreifend die Frage, die eben schon bei David Grant kam. Thema Überdigitalisierung. Wie ist da Ihre Sicht? Fand ich sehr interessant, dass der Begriff aufgekommen ist. Ich denke eigentlich, eine Art Überdigitalisierung sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe vielleicht eher das Problem einer Fehldigitalisierung, lassen wir es vielleicht so nennen, dass Unternehmen vielleicht bestimmte Dinge implementieren, aber das nicht bis zu Ende denken, vielleicht auch ad hoc entsprechend Dinge anstoßen. Ein ganz kleines Beispiel, wenn noch 2 Sekunden Zeit sind dafür, hatte ich neulich gerade erst in der Sendung entsprechend verfolgt. Ich denke, ein typisches Beispiel sind die Gesundheitsämter. Die haben ad hoc alle irgendwelche Lösungen eingeführt. Das passt aber jetzt, weiß ich ja, natürlich ein zentraler Ansatz ist nicht so zusammen. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Beispiel. Man implementiert Lösungen, hat nicht bis zu Ende gedacht und dadurch laufen die Dinge dann nicht so optimal in einer größeren Sichtweise. Also wahrscheinlich eher Fehl- als Überdigitalisierung, würde ich sagen. Ja, okay. Ja, gut. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema bei uns, ne? Ja. Okay, super. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Zacher, und ich sage mal, hoffentlich bis nächstes Jahr. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Okay, bevor wir weitermachen, noch 2 kleine Anmeldungen. Nochmal einmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Sie können sich nach wie vor gerne anmelden. Da gibt es ja auch einen Button auf der Seite. Es sind schon einige angemeldet, aber es könnten sich durchaus noch einige mehr anmelden. Also die Möglichkeit besteht noch. Und es war eine Frage im Chat. Die Slides bekommen Sie natürlich nach dem Event von uns, also auch die IDC-Slides etc. Das senden wir im Event. So, ich freue mich jetzt, die Online-Sessions anzukündigen. Wir haben einige aktuelle Themen, die uns so treiben, herausgepickt. Klar, natürlich können wir aus zeitlichen Gründen nicht alles zeigen, sondern nur eine Auswahl, aber seien Sie gewiss, dass neben den Themen, die wir gleich hören, wir natürlich auch viele Aktivitäten im Bereich Services derzeitig treiben, im Bereich globales Business. Wir haben kürzlich in der DACH-Region einen Finanzierungsservice aufgelegt, der sich Westcon Flex nennt, sicherlich auch nicht uninteressant, deshalb wollte ich das hier nur einmal kurz erwähnen und würde sagen, wir beginnen mit den Online-Sessions und gebe nun das Wort an den Peter Diakom zu den Comstor Best Practices. Let's go, Peter.
Wir haben technisch gerade einen kleinen Hänger. Ich denke, wir versuchen es Ja, noch man mal. sollte den Mute-Knopf drücken. Wir sind in Corona-Zeiten, eigentlich sollte man es gelernt haben über die 2 Jahre, aber jetzt habe ich es verstanden. Robert, fange ich nochmal Prima, von Peter, vorne an. Dankeschön. Mach doch einfach Ja. deine Kamera noch an und dann sehen wir dich auch komplett. Die ist allerdings an, Okay? bin ich der Meinung. Gut, also, dann versuche ich das nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Deakum. Ich bin bei der Comstor für das Business Development zuständig. Das ist in diesem Fall wir nennen es auch das Special Sales Team. Das ist ein Team aus Business Development Managern mit verschiedenen Schwerpunkten aus den verschiedenen Cisco-Technologiebereichen. Ich melde mich heute aus Berlin. Ich habe es gerade schon, wenn die Kamera an war, gezeigt. Das Brandenburger Tor hinter mir auf dem Bild. Das echte ist nicht allzu weit davon entfernt. Dieses Special Sales Team, das ich gerade angesprochen habe, kümmert sich um die Themenbereiche von Cisco, die alles abdecken, was wir heute auch auf der Agenda gesehen haben. Die Bereiche Collaboration, Cybersecurity, Data Center und vor allen Dingen auch, sehr typisch für Cisco, den Bereich Networking. Wie im Intro bereits angekündigt, gibt es ein paar Themenschwerpunkte, die sowohl von David Grant als auch von Herrn Zacher angesprochen wurden. Und da will ich heute mal drüber gehen, entsprechend der Agenda, was wir von Comstor zu diesen Trends beitragen. Und dazu würde ich direkt mal auf das erste Slide gehen. Das ist das Cisco-Partnerprogramm, das aktuell ist. Für diejenigen, die das bereits kennen, die sind schon in irgendeinem dieser Segmente aktiv. Was will dieses Partnerprogramm beschreiben? Neben der typischen Reseller-Rolle, also ich kaufe eine Komponente und verkaufe sie an den Endkunden, gibt es jetzt ein komplett eigenes Partnerprogramm für das Thema Provider, Managed Service. Das hatten wir vorher bei Herrn Zacher gehört, auch dass die Kunden das wollen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wie wir das unterstützen. Dann gibt es noch einen Bereich Developer, also alle, die Software für diesen Hersteller entwickeln. Sehr wichtig natürlich heutzutage, dass man bestehende Lösungen noch erweitert nach Kundenwünschen, und das Advisor-Programm. Letztere beide sind für die Distribution aufgrund mangelnden Produktumsatzes nicht ganz so interessant. Trotz alledem verfolgen wir sie sehr, sehr interessiert, weil ein empfehlender Partner natürlich später auch einem handelnden Partner ein Lead geben könnte. Wichtig zu dem Partnerprogramm ist auf jeden Fall für Sie auch wichtig als Partner, dass Sie in allen 4 Bereichen aktiv sein können. Sie können in allen 4 Bereichen einen Status erreichen, und das ist ein sehr, sehr dynamischer Aspekt, und der adressiert eigentlich auch alles, was wir vorher in den Vorträgen gehört haben, dass sich Partner weiterentwickeln müssen und neben ihrem reinen Handelsgeschäft natürlich auch das Managed Service, aber eben auch weitergehende Geschäfte, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit entwickeln können, und das kann ja durch Software passieren. Einen anderen Bereich der Kundenentwicklung sehen wir gleich nochmal. Wenn wir dann aufs nächste Slide gehen, jetzt habe ich Ihnen gerade kurz gezeigt, wie Cisco die Partnerlandschaft sieht und was sie da für Möglichkeiten haben. Was ich nicht gezeigt habe, weil es die Komplexität erhöht hätte, ist natürlich, dass es das auch alles für verschiedene Produktbereiche gibt. Also es gibt Partner, die sind stärker Networking, Partner, die sind stärker in Security. Wir bei Comstor, und das kam beim Intro-Video auch zum Tragen, versuchen den Reseller-Bedarf, also unsere Kunden, einzuschätzen und ihnen das entsprechende Partnerprogramm zugutekommen zu lassen. Im Bereich Comstor nennen wir das meistens Mentorprogramm. Mentorprogramm bezieht sich darauf, wir wollen den Partner dort abholen, wo er heute steht, um mit ihm gemeinsam eine Entwicklungsstrategie mit den Partnerprogrammen, die ich gerade gezeigt habe, mit den Produkten, die ich heute nicht näher beschreibe. Dazu haben Sie separate Sessions und können mich jederzeit ansprechen. Wir versuchen den Partner eben, wie gesagt, zu entwickeln und ihnen die entsprechenden Tools, Prozesse, Fähigkeiten an die Hand zu geben, damit er hier Erfolg haben kann. Und das fassen wir unter dem Begriff Mentor zusammen. Das geht von Produkten und Lösungen, natürlich auch Richtung Sales, Sales Skills, aber eben auch in Richtung, wie ist grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem Hersteller und wie kann ich die optimieren. Das Edge, allgemein Cisco Partnerprogramm Comstor. Und dann auf dem nächsten Slide haben wir das Ganze auch nochmal ausgelegt auf spezifisch die Partner, die sich im Managed Service Bereich entwickeln wollen. Entweder die neu einsteigen oder die Cisco als zusätzlichen Hersteller aufnehmen oder was auch immer die Anforderungen sind oder die sich einfach nur Gedanken machen. Meine Kunden fragen mich, und das haben wir auch gerade in der Präsentation gesehen, regelmäßig nach As-a-Service-Lösungen. Ich will nur noch bezahlen, was ich nutze. Und Managed Service ist ein Weg dahin,
weil das Thema Projekte und Umsetzung nicht mehr als eins betrachtet wird, sondern eben die Nutzung nur noch abgerechnet wird. Und ob das jetzt ein Stück Software ist oder vielleicht auch ein Stück Hardware, der Service, der dahinter steht, kann auch zum Beispiel von Westcon kommen oder vom Partner und daraus Pakete, die für den Kunden einfach konsumierbar sind, zu entwickeln. Dafür haben wir das 123 MSP-Programm entwickelt, um hier im Bereich Cisco den Partnern einen Managed Service Ansatz zu geben. Es gibt auch Workshops, die sich ausschließlich darauf beziehen, wenn ich heute kein Managed Service mache, worüber muss ich mir Gedanken machen, betriebswirtschaftlich, prozessseitig, um einen Managed Service anzubieten. Also auch solche Themen gibt es. Wenn wir ein Slide weitergehen, bitte. Dann will ich noch auf einen weiteren Bereich eingehen, und das ist bereits der dritte Agendapunkt. Worüber machen sich die Kunden Gedanken? Und das haben wir vorher eigentlich alles schon gehört. Also cloud-basierte Lösungen sind auf jeden Fall die Priorität vieler, gerade kleiner Kunden. Ich habe hier ein Slide mit kleinen Kunden mal dargestellt. Security ist für viele Kunden sehr, sehr wichtig. Was hat es, diese Zahlen, auf die ich nicht weiter eingehen will, die können Sie selbst lesen, für Implikationen? Und da auf dem nächsten Slide sehen wir, dass die Kunden auch im Softwarebereich immer mehr dieses as a Service, was man weitgehend als Subscription bezeichnet, nutzen wollen, auch aktiv nutzen wollen, weil sie genau wissen, was sind die Vorteile von Subscriptions. Die Flexibilität schätzen die Kunden, dass ich einfach User hinzunehmen kann, User wieder abbauen kann, unter Umständen Funktionen erweitern kann, Funktionen temporär freischalten kann und im Idealfall, wenn man das alles richtig einrichtet, auch nur zahle, was wirklich angefallen ist. Und die Kunden schätzen auch den Kostenvorteil, den sie haben. Aber genauso, wenn ich Kauflizenzen habe, auf der anderen Seite Subscriptions, wird es irgendwann kompliziert, den Bestand, den Nutzungsgrad und vor allen Dingen auch die Verbreitung von Softwareprodukten zu analysieren. Und wenn man das tut, aktiv, David Grant hat es gesagt, zum Beispiel durch Telemetriedaten oder eben durch Portale, die die Hersteller zur Verfügung stellen, dass man den Nutzungsgrad einer Software feststellen kann, dann habe ich trotzdem irgendwann eine Vielzahl von Subscriptions. Und da, wenn ich ums nächste Slide bitten darf, hat Cisco natürlich auch eine Lösung dafür, so wie viele Softwarehersteller. Eigentlich macht es keinen Sinn mehr, produktbasiert, nutzerbasiert zu lizenzieren, sondern unternehmensweit zu standardisieren. Häufig trägt sowas den Namen Enterprise Agreement oder Enterprise License Agreement. Das ist einfach ein Denkansatz für Partner, den Sie einfach mal mitnehmen können, wenn Sie es heute nicht schon aktiv tun, was durchaus sein kann, dass eine Standardisierung von Softwarebeschaffung, Lizenzen und solchen Thematiken einfach das Leben erleichtert, weil man nicht mehr einzelne Benutzer oder so zählen muss, Geräte zählen muss, Lizenzen zählen muss, sondern dass man ein standardisiertes, dynamisches Lizenzvertragskonstrukt hat, das auch ermöglicht zu wachsen. Und Cisco bietet da noch 2, 3 kleine zusätzliche Features, die für die Kunden sehr hilfreich sind. Im nächsten Slide will ich nochmal drüber sprechen. Ich habe jetzt über Subscription gesprochen, Rahmenverträge. Will ich nochmal kurz drüber sprechen. Und das ist die Kundenzufriedenheit, die Herr Zacher auch angesprochen hat. Oder das LAER-Modell, was auch David Grant angesprochen hat. Es geht darum, wenn ich eine Subscription verkaufe, früher, wenn ich ein Hardware-Projekt hatte, habe ich die Ware verkauft und bin nach am Abschreibungszeitraum beispielsweise 5 Jahren wieder beim Kunden angekommen. In dieser Zeit hat sich vielleicht die Anforderung komplett verändert, vielleicht hat sich der Kunde komplett verändert. Und wenn man Software-Subscriptions macht, die relativ einfach zu kündigen sind, indem man sie einfach nicht verlängert unter Umständen, ist es extrem wichtig, den Kundenweg komplett zu begleiten. Und zwar von dem Verkauf, wie man es hier sehen kann, dargestellt mit dieser Pflanze, bis über das Renewal hinaus. Also nicht nur den ganzen Weg von dem Kauf bis zum Renewal, sondern auch noch danach. Ausweitung, Standardisierung auf Technologien. Das sind alles Tätigkeiten, die Sie mit Ihren Services oder mit der Unterstützung von Westcon Services den Partnern, den Kunden anbieten können, damit der Kunde den vollen Funktionsumfang nutzt. Und umso höher der Nutzungsgrad ist, und das sehen wir auf dem nächsten Slide, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Renewal kommt. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den wir auch gerade gesehen haben, der Recurring Revenues, wie man es in Englisch sagt, wiederkehrende Umsätze in Deutsch, dass man hier einfach sicherstellt, dass die Kunden, die man hat, auch bei einem bleiben. Dass man eine Renewal Rate erreicht, die branchenstandardtechnisch eigentlich über 80% liegen sollte, um dann per Wasserfalleffekt dann auch auf diesen Umsätzen basierend zukünftige Entwicklungen planen zu können. Und damit bin ich mit meinem Vortrag schon am Ende.
Ich würde Ihnen kurz noch ein paar Call to Actions beziehungsweise warum Comstor-Gründe mit auf den Weg geben. Wichtig ist, dedizierte Programme und das, was Sie vom Hersteller Cisco hören, würden wir gerne erweitern und umfassender Ihnen als Partner zur Verfügung stellen. Egal, ob Sie heute schon Cisco-Partner sind oder erst einer werden möchten. Wir bieten mit unserem Team, mit meinem Team, die Möglichkeit, Produkt- und Lösungsexperten Ihnen zur Verfügung zu stellen, damit das Programm, das Tool, die Prozesse, die Produkte für Sie transparent sind und Sie damit auch bei Ihren Kunden erfolgreich sein können. Ganz wichtig, das Thema Customer Experience ist ja der Oberbegriff dessen, was ich gerade mit den Pflanzen gezeigt habe. Da helfen wir Ihnen, weil der Hersteller Cisco das als Schlüssel sieht für die Zukunft. Klar, wenn man eine Softwarefirma mehr und mehr werden will, dann ist es ein Schlüssel. Und wir möchten Sie dabei unterstützen, dieses ganze Themengebiet für sich selber zu erfassen und sich zu überlegen, ist es ein Managed Service, wo wir wieder beim Begriff wären, den ich einkaufen will, oder möchte ich mich da selber aufstellen? Teilweise gibt es ja auch Anforderungen hinsichtlich Zertifizierung. Software- und Service-Experten, das Thema, was ich gerade angesprochen habe mit Subscriptions, da gibt es bei uns die passenden Experten, die sich ausschließlich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und jetzt als letzten Punkt würde ich direkt mal die Überleitung machen. Ich habe gerade über Subscriptions gesprochen, ich habe über Möglichkeiten der Software gesprochen und als nächster Agendapunkt, bevor wir natürlich die Fragen behandeln, werden wir uns die Partner-Tools angucken, die eine Westcon Comstor anbietet, um Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit Cisco-Produkten selbstständig zu versorgen. Dann würde ich den Robert zurückholen und vielleicht hast du ein paar Fragen mit dabei. Ja, hallo Peter. Hallo. Der Robert kommt jetzt im Moment gerade nicht, sondern Genau, der kommt später. Genau, ich glaube, das machen wir nach unseren Sessions. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Peter. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Marianne Nickenich, VP Networking und Collaboration in EMEA und ich melde mich heute aus dem Herzen von Deutschland, aus dem schönen Köln. Viel angenehmer wäre es jetzt natürlich, wenn wir uns live und in Farbe sehen könnten, anstatt das nächste digitale Event zu veranstalten. Aber ich finde, es hat sich so viel Positives bei Westcon Comstor getan, dass wir Sie darüber auf dem Laufenden halten möchten und dabei trotzdem Ihre Gesundheit nicht gefährden wollen. Digitalisierung. Jeder spricht darüber. Wir haben es gerade bei Matthias Zacher, bei David Grent und jetzt auch bei Peter gehört. Aber wie gehen wir als Westcon Comstor damit um? Dazu möchte ich Ihnen heute ein paar Einblicke geben in unsere Strategie. Und nicht nur in meiner Präsentation werden Sie noch dazu was hören, sondern auch in weiteren Vorträgen werden meine geschätzten Kollegen das Thema nochmal aufgreifen, weil es uns immer mehr begleitet und beeinflusst. Die Art und Weise, wie Technologie genutzt, verteilt und beschafft wird, hat sich schon deutlich verändert und wird es auch weiterhin tun. Unsere Erfahrung und unser Fachwissen helfen unseren Partnern, sich mit diesen Veränderungen vertraut zu machen und sie optimal für sich zu nutzen. Die Integration unserer einzelnen Partner-Tools und die Automatisierung von Daten über die Plattformen hinweg bringen eine Reihe von Vorteilen mit sich, die für Sie das Kundenerlebnis verbessern. Stichwort X as a Service. Die Fähigkeit, alles as a Service-Lösungen von Herstellern mit flexiblen Finanzierungsmodellen zu verarbeiten. Der wachsende Alles als ein Servicemarkt verändert die Art und Weise, wie wir als Distributor, Hersteller und Partner zusammen Geschäfte machen. Stichwort Self-Service. Durch die Einführung von Digital First können unsere Partner vieles selber erledigen, ohne auf Ansprechpartner warten zu müssen und dies rund um die Uhr. Unser Solution Lifecycle Management, dazu später mehr von meiner lieben Kollegin Evelyn Vogt, befähigt und rüstet Sie, liebe Partner, aus, damit Ihre Endkunden den maximalen Nutzen aus Ihrer Lösung ziehen und neue Einnahmequellen erschließen können. Denn nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Und das gilt auch für Digitales. Wir haben diese digitale Transformation für wiederkehrende Geschäfte und verbrauchsabhängige Abrechnungen angepasst und für Sie vereinbart. Mehrwert vom ersten bis zum letzten Tag. Unsere digitalen Fähigkeiten verbinden sich nahtlos mit Herstellintegration und Prozessautomatisierung. Informationen auf Abruf schaffen ein Maß an Flexibilität, Transparenz, Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit. Wir müssen unsere Partner um den Wert ihrer Investition über die gesamte Lebensdauer maximieren. Die digitalen Programme fördern unseren gemeinsamen Erfolg mit integrierten, leistungsstarken digitalen Bausteinen oder Tools. Für unseren Einkauf, Renewals-Verträge, Vertriebsmanagement, Cloud-Services und Software
damit Sie in jeder Phase der Lieferkette profitieren. Zu den größten Stärken zählt Agilität. Sie können sich anpassen und schnell auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren und das mit Echtzeittransparenz. Produktivität. Saubere und genaue Daten verbessern die Effizienz und sorgen für schnellere Abläufe. Skalierbarkeit. Workflow-Automatisierung und Funktionalität ermöglichen deutliche Umsatzsteigerungen. Rentabilität. Kürzere Time-to-Cash-Abläufe, mehr Möglichkeiten und wiederkehrende Einnahmen. Effizienz. Reduzierte manuelle Aufgaben und optimierte Informationsflüsse. Fehler werden also minimiert. Das bedeutet, dass wir unseren Partnern zuverlässige Prozesse anbieten können, was uns hoffentlich beide wettbewerbsfähiger macht. Hierbei entlasten wir auch die Unternehmensführungen, denn unsere Prozesse sind absolut rechtssicher. Zeit- und Kostenersparnis. Konsistente, schnelle und genaue Lieferungen, wenn die Ware denn verfügbar ist von unseren Herstellern, bedeuten zufriedenere, langfristigere Kunden. Dank der Automatisierung verringert sich die Durchlaufzeit und erhöht so Ihre und unsere Produktivität. Außerdem gewinnen wir dadurch Zeit, die wir für die Arbeiten in anderen Bereichen nutzen können, die unser Geschäft vorantreiben. Auch das ist etwas, was David vorher schon gesagt hat. Transparenz und Abstimmung. Die vollständige Transparenz über alle Konten hinweg ermöglicht es unseren Vertriebsteams, den Status von Angeboten, Aufträgen, Renewals, Rechnungen einzusehen und zu verwalten. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand für unsere Vertriebsteams und erleichtert den Partnern die selbstständige Verwaltung ihrer Konten. Das beinhaltet auch, dass wir mit den Systemen der Hersteller abgestimmt und synchronisiert sind, um Fehler zu vermeiden und auch hier die Effizienz zu steigern. All dies haben wir uns für Sie erdacht und optimiert, damit Sie sich bei Westcon Comstore wohlfühlen. Die gewünschten Informationen, schnell verfügbar, immer aktuell, egal ob für ein neues Projekt oder einen abgeschlossenen Auftrag. So zum Beispiel auch mit unseren Partnerportalen der großen Hersteller oder in Kürze mit unserem Learning Management System, unser kommendes neues Portal für Trainings. Freuen Sie sich schon darauf. Westcon Comstore hat einiges investiert, um Ihnen, unseren Geschäftspartnern, das Geschäft mit uns so leicht und so angenehm wie möglich zu machen. Dazu zählen neben dem klassischen Webshop PartnerView für Hardware und Einmalsoftware auch Möglichkeiten, Ihre und unsere Warenwirtschaft per API zu verbinden. Parallel dazu haben wir unsere Blue Sky Plattform für Lizenzgeschäft mit wiederkehrender Abrechnung und je nach Hersteller zur Aktivierung und Verfolgung in Echtzeit. Und als Vorankündigung unser neues LMS Learning Management System, wo Trainings, Labzugänge, Videos, Podcasts und mehr für Ihre Mitarbeiter kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Auf einige Bereiche würde ich gerne etwas genauer eingehen. Stichwort API, also Application Programming Interface. Dies ist eine einfache Möglichkeit, wie Sie sich mit Westcon Comstore verbinden und alle Ihre Transaktionen automatisch in Ihr System übertragen lassen können. Automatisierung ist für uns alle sehr wichtig und spart uns und Ihnen viel Zeit, wenn Routineinformationen ohne Extraaufforderung einfach übermittelt werden. Von Lagerbestand bis Rechnungsliste können wir heute schon so vieles automatisiert an Sie übertragen. Informieren Sie sich hierzu auf unserer Webseite. Fragen Sie Ihren Westcon Comstore Kontakt oder senden Sie mir eine E-Mail. Wir vermitteln Sie gerne an unsere Spezialisten. Blue Sky in 3 Worten. Schnell, zuverlässig und vor allem sicher. Mit Blue Sky bieten wir Ihnen den schnellsten Weg, Cloud-Lizenzen durch Westcon Comstore direkt beim Hersteller zu ordern. Je nach Herstellerintegration ist innerhalb weniger Minuten nach Bestellung die Lizenz bereits aktiviert und für Ihren Kunden verfügbar. Westcon Comstore kümmert sich dabei im Hintergrund um alle nötigen Formalitäten, wie zum Beispiel Abrechnungen, Archivierung und natürlich den zuverlässigen Schutz Ihrer Daten. Damit all dies reibungslos funktioniert, arbeitet ein komplettes Team daran, alle Anforderungen der bestehenden Hersteller zu erfüllen, für Sie nutzerfreundlich aufzuarbeiten und so einfach wie möglich darzustellen. Übrigens arbeiten wir auch erfolgreich mit Herstellern, die heute noch keine API-Unterstützung anbieten können. Für diese haben wir einen Manual Cloud Ordering-Prozess entwickelt, um auch deren Lizenzen so modern und flexibel wie möglich für Sie anzubieten. Wir sind stolz darauf,
alle aus diesem Geschäft resultierenden Rechnungen auf verschiedene Arten und Weisen zusammenfassen zu können, ganz nach Ihren Wünschen. Und um Ihnen einfach mal einen Einblick zu geben, 4% unseres gesamten Umsatzes geht mittlerweile durch unsere Blue Sky Plattform. Da wir 3,6 Milliarden machen, ein ziemlich großer Prozentsatz schon. Vielleicht auch interessant, Blue Sky ist 100% auf SAP aufgebaut. Also einmal programmiert, kann es im Handumdrehen in allen anderen Ländern angeboten werden, wo Westcon Comstore eine Legal Entity hat und wo der Hersteller den Service zur Verfügung stellt. Dies ist auch für Sie ein Vorteil, wenn Sie Kunden in verschiedenen Ländern haben und ein absolut großer Vorteil für unsere Hersteller, der uns für unsere Hersteller recht einzigartig macht, weil einmal verbunden kann es in allen Ländern implementiert werden. Zum guten Schluss sei hier noch erwähnt, dass Blue Sky auch die Übersicht ihrer verdienten Cloud-Provisionen im Agentenmodell darstellt. Unsere neue Learning Management Plattform, kurz LMS, die im November live geht, wird für Sie, liebe Partner der Westcon Comstore, auch wieder kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Auf dieser Plattform werden Sie nicht nur die offiziellen Herstellerzertifizierungskurse sehen, Sie werden auch Zugang zu einer Reihe von verschiedenen Lernmaterialien haben, die auch berücksichtigen, dass nicht jeder auf die gleiche Art und Weise lernt. Dazu gehören von Ausbildern geleitete Schulungen, Videos, Aufzeichnungen von Veranstaltungen, Praktikas, Podcasts, also das heutige Event würden wir da auch wieder live schalten, und schriftliche Dokumentation. Und dies mit unbegrenztem Zugang. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also wenn Sie gerne nachts lernen, können Sie das dann gerne mit der Westcon Comstore Plattform machen. Sie können sich einen eigenen Trainingsplan bauen und natürlich jederzeit Ihre Fortschritte sehen. Sie können auch maßgeschneiderte Lernpfade für Ihre Mitarbeiter erstellen, diese ansehen und auswerten. Stichwort Sicherheit. Unser LMS ist eine qualitätsgesicherte Plattform gemäß den Industriestandards ISO 27001 und 9001 sowie regelmäßigen Pentests. Und es wird im zweiten Schritt die Möglichkeit der Integration mit Ihren Plattformen geben. Es ist dann nicht mehr erforderlich, sich separat bei den Plattformen der einzelnen Anbieter anzumelden. Sie können unsere Plattform für Ihre Kunden nutzen mit Ihrem Logo. Es wird also wirklich spannend. Freuen Sie sich schon darauf. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung stand, wenigstens einen kurzen Einblick in unser vielfältige Aspekte der digitalen Distribution geben. Wir leben und wir lieben diese neuen Herausforderungen und freuen uns, wenn Sie reichlich von unseren Angeboten Gebrauch machen und freuen uns auch, wenn Sie mögen, über Ihre Meinung dazu. Wie Sie Zugriff auf unsere digitalen Tools bekommen, können Sie auf unserer Webseite finden. Nach der Veranstaltung senden wir Ihnen gerne auch die Präsentationen zu. Wir arbeiten stetig daran, unsere Tools noch einfacher und noch effektiver zu machen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Bitte bleiben Sie gesund. Ich freue mich, Sie nun an meine liebe Kollegin Evelyn Vogt übergeben zu dürfen. Hallo. Hallo, liebe Evelyn. Leider wieder virtuell und nicht live. Wie schade. Hoffentlich im nächsten Jahr. Auch wir beide haben uns schon, ich denke, 1,5 Jahre nicht mehr live gesehen. Ja, wird mal wieder Zeit. Absolut. Ja, dann vielen Dank für und viel Spaß bei deinem Vortrag. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag, Marianne, war toll. Ich bin ganz gespannt auf die Learning-Plattform, da freue ich mich schon richtig drauf. So, hallo von meiner Seite, mein Name ist Evelyn Vogt, ich bin verantwortlich für das Thema Business Development für Security und NGS in Deutschland. Und heute haben wir schon viel über Solution Lifecycle Management gelernt und gehört. Aber weil es wirklich so wichtig ist, habe ich gedacht, wir steigen vielleicht noch mal ein kleines bisschen tiefer ein. Toll fand ich auch in dem IDC-Vortrag von dem Matthias Zacher, dass er die Veränderung der Märkte gezeigt hat, dass er gesagt hat, wie wichtig das ist, wohin geht die Reise in Richtung Software-Business. Und das unterstreicht natürlich genau unser Solution Lifecycle Management. Auch seine Antwort zur Überdigitalisierung respektive Fehldigitalisierung, wovon er sprach, trifft gleich bei uns dem ersten Punkt des Layer-Modells, also das Land, wo das Neubusiness und die Einführungsstrategie mit dokumentiert wird.
Okay, also was tun wir, Westcon Comstore, nun für Sie? Unsere Idee ist es, mit Ihnen gemeinsam Pläne zu schmieden und mit Ihnen gemeinsam den Weg durch den gesamten Lebenszyklus zu gehen, um genau zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Angebote machen zu können. Und wie können wir uns das Layer-Modell nun in der Praxis vorstellen? Sie sehen hier auf meinen Slides, dass wir mit 2 unterschiedlichen Tools arbeiten. Wir haben auf der einen Seite das BI Circuit Board und auf der anderen Seite die Circuit Activity Plattform. Die Circuit Activity Plattform ist ausgerichtet natürlich auch an dem Layer-Modell, also Land für New Business, Adoption die Einführungsstrategie, Expand, Erweiterung und Tech Refresh, Feature Add-ons und Refresh und Renewal, klar, Tech Refresh und das Renewals Business. Mit Hilfe dieser Transaktionsdaten und Verlängerungsdaten können wir dann punktgenau nach Kunde, Lebenszyklus und relevanten Verkaufspfad die Auswertung bereitstellen. Das Abgleichen dieser Daten und die Verkaufschancen macht den Prozess dann einfach. Wie komme ich jetzt an die Daten? Also was müssen Sie tun? Sie müssen uns nur anrufen und wir generieren die Reports für Sie und gehen gemeinsam mit Ihnen durch die Reports und gucken, an welcher Stelle des Lebenszyklus befinden wir uns gerade, in welchem Projekt und was sind die nächsten Schritte, die wir einleiten müssen. Welche Daten finden Sie? Wir finden genau Ihre Verkaufsdaten mit allen relevanten Informationen, die wir brauchen, um in die nächsten Stages zu kommen. Und wie können Sie sich die Reports dann auch vorstellen? Die sind herstellerbasiert aufgebaut, was bedeutet, dass wir heute auf dem Board Palo Alto Networks haben, Checkpoint, Cisco, Symantec Broadcom, Microsoft und F5 Networks. Wir haben ab Oktober Avaya, Mitel, Juniper und Extreme drauf. So, dann habe ich Ihnen noch auf dem nächsten Slide ein Screenshot von dem BI Circuit Board gemacht. Und hier geht es darum, dass wir anhand der Verkaufskennzahlen einen strategischen Blick auf das Business werfen möchten. Wir können auch hier wieder anhand des Layer-Modells genau in die richtigen Aktivitäten zum richtigen Zeitpunkt kommen. Wir kennen die Herstellerprogramme, wir wissen genau, an welcher Stelle wir welche Angebote legen können und wie wir das machen müssen. Die Daten werden regelmäßig aufbereitet und regelmäßig abgedatet. Und die Strategie dahinter kommt aus unserem Produktmanagement, welches gemeinsam mit den Herstellerpartnern entwickelt wurde. Dies jetzt mal in aller Kürze, ein kleiner, tieferer Einblick von meiner Seite und darf jetzt auch schon weitergeben an meinen Kollegen Sönke Wertz. Sönke? Hallihallo. Hallo. Super, also vielen Dank von meiner Seite, viel Vergnügen Sönke und the stage is yours. Vielen herzlichen Dank. So, moin zusammen. Ich bin Sönke Wertz, ich verantworte bei Westcon den Geschäftsbereich Next Generation Solutions oder kurz abgekürzt NGS. Ich werde in den nächsten Minuten kurz erzählen, warum wir NGS gegründet haben, was sich dahinter verbirgt und mit welchen Herstellern wir zusammenarbeiten und wie Sie davon profitieren können. Sie sehen alle, wir haben es auch von dem Herrn Zacher gehört, die digitale Transformation ist im vollen Gange mit einer begeisternden Geschwindigkeit, aber wir sehen auch, mit fortschreitender Transformation steigen die Sicherheitsrisiken. Deswegen haben wir uns bei Westcon vor knapp 1,5, 2 Jahren sehr intensive Gedanken darüber gemacht, wie wir diesen gestiegenen Marktbedarf begegnen können, welche Lösungen wir bauen müssen, um Ihnen sozusagen Hilfestellung anbieten zu können. Als erstes haben wir mal geguckt, wie wir in diesen fragmentierten Security-Markt so ein bisschen Struktur reinbekommen und haben für uns 4 große Säulen definiert. Das eine ist Zero Trust, das andere ist Next Gen SOC, dann Cloud Security und DevOps und IoT, OT. Der nächste logische Schritt, nachdem wir das strukturiert haben, haben wir reingeguckt und gesagt, okay, was haben wir heute im Portfolio und was müssen wir eigentlich mit dazu nehmen und haben den Fokus sehr stark auf Born-in-the-Cloud-Hersteller gelegt und vor allen Dingen auf all die Dinge, die uns in die Lage versetzen, ihnen noch mehr As-a-Service-Lösungen anzubieten.
David Grant hat es schon gesagt, ja, Recurring Revenues ist heute auch schon von meinen Kollegen gefallen. Subscription-Based wird wichtiger. Also wie kommen wir sozusagen in die Lage, Ihnen bei Ihrem Geschäft zu helfen? Und NGS ist auch ein sehr wichtiger Baustein bei der Evolution, die Westcon gerade durchmacht, vom reinen Security Value-Added Distributor zum Aggregator of Cybersecurity Solutions and Services. Wie machen wir das? Wir arbeiten mit den Cybersecurity-Marktführern zusammen. Das heißt, wir haben sehr genau geguckt, wer ist da, wer führt das Feld, ja, weil es immer Spaß macht, mit Gewinnern zu arbeiten. Wir fokussieren uns auf Lösungen. Ja, vor allen Dingen versuchen wir, unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anzubieten. Und der nächste Schritt war ganz klar, als wir das gebaut haben, wir brauchen dedizierte Teams. Sie alle wissen, wenn man etwas mitmacht, macht man es nicht so gut, als wenn man es fokussiert macht. Jetzt ist NGS kein oder isolierter Bereich, natürlich eingebunden in das Westcon-Portfolio. Und der Daniel Hurel verantwortet sowohl das klassische Security-Portfolio als auch den NGS-Bereich. Wir versuchen mit NGS die Brücke zu bauen zwischen den etablierten Herstellern, die wir im Portfolio haben, und den neuen, den hotten Lösungen, den Dingen, die sozusagen da draußen am Markt nachgefragt werden. Was mich zur nächsten Slide bringt, das ist das bestehende Security-Portfolio, der Garant unseres Erfolgs. Kann ich sagen, denn Sie haben es alle gehört, wir haben gerade ein Award gewonnen von Palo Alto. Da sind die Klassiker drin, die Sie alle kennen. Da kennen Sie die Westcon, da arbeiten wir gemeinsam, gewinnen wir Marktanteile, gewinnen Projekte. Das sind die großen drin, eine F5 Networks, eine Symantec, eine Palo Alto habe ich schon genannt, eine Broadcom, eine Checkpoint. Das ist das, womit die Westcon Security groß geworden ist. Wenn man sich das aber anguckt, und wir haben es auch hier in die 4 Säulen gemappt, dann fehlt da ein Teil. Das führt mich dann zu der Slide, zur nächsten Slide, wo wir das NGS-Portfolio mal dazu gepackt haben. Wir haben uns in den letzten 18, 24 Monaten mehrere Hersteller angeguckt und haben diese teilweise auf deren Wunsch, teilweise auf unseren Wunsch ins Portfolio mit aufgenommen, sodass wir heute 14 Hersteller haben. Vielleicht haben Sie es gelesen, vorgestern haben wir gerade No-Name Security announced, eine sehr spannende Lösung im Thema APIs oder API Security. Wir haben vor einem Monat Zscaler mit an Bord genommen und damit haben wir sozusagen dieses bestehende Portfolio erweitert, genau um das, was wir Born in the Cloud Hersteller oder Native Cloud nennen. Der David Grant hat CrowdStrike und Zscaler in seiner Präsentation auch schon genannt. Das sind die beiden, mit denen wir in der zweiten Jahreshälfte uns sehr stark fokussieren werden. Vor allen Dingen auf deren Technologiepartnerschaften. Nicht nur, weil CrowdStrike und Zscaler beide sehr eng zusammenarbeiten, auch weil beide Unternehmen sehr spannende Technologiepartnerschaften geschlossen haben. Sei es Zscaler und Firemon, sei es in der Spectre Alliance, sei es mit anderen Lösungen. Also das erweitert sozusagen, ergänzt das Portfolio um die Dinge, die da draußen gerade nachgefragt werden. Und einige von Ihnen kennen mich, ich habe viele Jahre in der Reseller-Welt verbracht. Das ist genau ein Portfolio, was ich brauche, weil die Anforderungen der Endkunden auf den Reseller werden mannigfaltig größer. Wir Reseller haben immer das Thema der Make-and-Buy-Entscheidung, der limitierten Ressourcen. Ja, und wenn Sie dann einen Partner haben wie Westcon, ja, die Ihnen so ein breites Portfolio anbieten, dann hilft Ihnen das sozusagen, da draußen am Markt zu bestehen und Marktanteile zu sichern oder eben zu gewinnen. Das führt mich dann auch schon zu meiner vorletzten Folie, warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten. Also wir wollen eine Lösungsorientierung machen, nicht so stark auf den reinen Produkten, sondern sehr stark auf das Thema Lösung. Wir wollen Sie unterstützen bei der Identifizierung von Marktsegmenten und vor allen Dingen versuchen wir immer, die optimale Lösung zu finden. Wir wissen alle, die wir in der IT sind, dieses One Size Fits All, um diesen englischen Begriff zu nutzen, ist nur bedingt erfolgreich. Wir wollen den Fokus darauf lesen. Was brauchen Sie für Ihre Endkundensituation? Und dann bauen wir es gemeinsam. Die nächste Säule ist Technologiesynergien. Das hatte ich schon kurz angesprochen. Da nehmen wir haben die Besten in jeder Säule dazu genommen, ja, und wir versuchen ich nenne es immer Triangle of Success Modelle zu bauen. Also wie können wir etwas schaffen, ja, um Ihnen zu helfen, damit Sie nicht mit 14 einzelnen Herstellern reden, sondern Sie reden nur mit uns, Westcon, ja, und wir bauen Dinge, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat oder die Ihr Endkunde gerade braucht oder helfen Ihnen sozusagen diese Projekte zu machen. So, dann die dritte Säule sind die Kompetenzen. Das sagte ich schon, wir haben dedizierte Kollegen, sowohl lokal im Land als auch zentral, und die haben das Know-how.
sowohl auf der Pre-Sales-Seite als auch auf der Business-Development-Seite. Die Truppe, die Evelyn Vogt sozusagen betreut und verantwortet, die haben das Know-how, weil wir wissen, wir brauchen lokales Know-how in den Ländern. Gleichermaßen brauchen wir aber auch eine Organisation, die sicherstellt, dass sozusagen Best Practice passiert. Und Schulung, natürlich ist NGS auch ein Teil der Schulung. Die Marianne hat es gerade sehr schön schon beschrieben mit der Learning Management System. Auch da werden Sie NGS-Hersteller sehen. Ja, wir versuchen das Training, die Zertifizierung so einfach wie möglich zu halten. Aber das ist ein Thema sozusagen, das kennen Sie von der Westcon, dafür ist die Westcon bekannt, dafür sind wir bekannt und das NGS-Thema erweitert ist. Damit bin ich auch schon fast durch mit dem letzten Slide. Das zeigt nochmal ganz kurz sozusagen, wer die verantwortlichen Personen sind, wen Sie ansprechen können und bitte sollen. Sowohl Deutschland, Österreich, Schweiz, als auch eben die zentrale Ressourcen. Wir sorgen dafür, wie gesagt, dass es Best Practice passiert, dass wir verstehen, was in einem Land gut funktioniert, dass wir es kopieren können, dass wir wissen, was in einem Land vielleicht nicht gut funktioniert und den Fehler nicht in Deutschland machen. So arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen und bieten Ihnen damit sozusagen ein umfassendes Portfolio. Damit habe ich in kurz und knapper Zeit versucht zu erzählen, warum wir es gebaut haben, NGS, ja, was sich dahinter verbirgt, hinter diesen 3 Buchstaben oder im Spruch Next Generation Solutions, ja, wie Sie davon profitieren können und mit wem Sie reden müssen. Und das wäre auch meine Bitte. Jeder gute Vertriebler hat ein Call to Action, ja, sprechen Sie mit uns. Kontaktieren Sie uns, reden Sie mit uns, lassen Sie uns gemeinsam sehen, wie wir Marktanteile zusammen gewinnen. Ich sage vielen Dank, zurück zu Jens und Robert. Ja, willkommen zurück. Ich musste ehrlich gesagt erstmal googeln, lieber Sönke, weil No Name Security sagte mir natürlich nichts, wie der Name schon sagt. Ich habe jetzt gelernt auf der Website, die beiden Gründer konnten sich auf keinen Namen einigen und haben dann die Firma einfach unter No Name gegründet. Mutiger Schritt, weil irgendwie fehlt da der Brandhit. Bei F5 wissen wir alle, dass es eher Thunderstorm war im Kino, die größte anzunehmende Schadensklasse, warum die den Namen genannt haben. Aber ich lerne nie aus. Also vielen Dank auch dafür. Bitte gerne. Ein paar Fragen reingekommen. Wir haben dich gerade im Bild, Sönke. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an. Ich muss mal gucken, beziehungsweise was haben wir rechts im Chat? Wir müssen ja noch live moderieren. Ihr habt doch gemerkt, es war live. Peter war einmal zwischendurch nicht zu sehen. Also insofern ist hier nichts pre-recorded. Aber wenn wir dich dran haben, die Frage ist ja für auch unsere Reseller-Partner. Nun hast du aufgezeigt, dass es insgesamt noch einige neue und auch noch weitere neue, kleinere Hersteller geben wird. Warum sollte ich mich dem beschäftigen, wenn ich heute eigentlich schon meine Standard-Vendoren habe? Sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ja, die Frage stellt sich ja immer. Ja? Bleibe ich bei dem, was ich schon habe und gucke ich nicht nach neuen Dingen? Ich glaube, der Mix macht's. Man muss sich mit den neuen Themen beschäftigen, um herauszufinden, ob es für einen Sinn macht, ob man da Kundenprojekte hat. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Grundsätzlich, wer stehen bleibt, läuft rückwärts. Deswegen, ja, mit den Bestehenden kann man eine Menge abdecken. Es könnte aber gut sein, wenn man genauer reinguckt, dass die neuen Kleinen vielleicht genau die fehlende Kirsche auf der Torte sind oder die Sahne auf der Torte oder genau das, was den Kunden dazu führt, dass sie die Torte kaufen. Weil ja, einen Sandkuchen kann er überall bekommen. Vielleicht kriegt er bei uns die Sahnetorte. Super, Dankeschön, Sönke. Ich denke, ich sehe gerade, es sind einige Fragen hochgekommen. Ich denke, es macht Sinn, dass wir Evelyn, Marianne und Peter auch auf dem Bildschirm holen. Wunderbar. Hallo, geschätzte Kollegen und Kolleginnen. Sind einige Fragen reingekommen. Ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Die geht an den Peter. Und zwar geht es um die Einstiegsgröße für die Partnerprogramme. Okay. Vielen Dank. Kann man mich jetzt eigentlich sehen, Robert? Du bist der Man in Black. Ja, Man in Black, genau. Ja, sehr gut. Dann war der ganze Spruch vorher mit dem Brandenburger Tor auch für die Katz. Bei mir sah es anders aus. Entschuldigung dafür. Also, gibt es eine Einstiegsgröße für die Partnerprogramme, die wir vorgestellt haben? Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Weder hinsichtlich Umsatz, noch hinsichtlich Mitarbeiter, noch hinsichtlich Zertifizierung. Deswegen waren da ja auch verschiedene Abstufungen mit drin. Es hängt alleine davon ab, dass wir gemeinsam ein Ziel haben, was wir verfolgen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, wir haben beide keine Lust drauf und beginnen ein Partnerprogramm. So sollte es nicht sein. Deswegen, wann immer die Anforderung besteht, besprechen wir es gerne. Okay.
Super, Dankeschön. Dankeschön. Wir haben eine weitere Frage für Marianne. Und zwar geht es da um die Anbindung über API. Ja? Was wären da die nächsten Schritte und was muss ich als Kunde tun, um angebunden zu werden? Ja, danke, Robert. Auf unserer Webseite, ich hatte euch ja eben schon diesen Scan, dass ihr das direkt mit dem iPhone oder so scannen könnt, aber ihr bekommt ja auch die Präsentation nachher. Wenn ihr da auf diese Webseite geht, da gibt es einen kleinen Button, da kann man sich schon mal anmelden und dann werden einfach unsere Spezialisten, die alle in den USA sitzen, sich mit euch in Verbindung setzen und das Thema mit euch durchgehen und dann könnt ihr so schnell wie möglich über API mit uns angebunden werden. Ich hoffe, das hat schon ein bisschen geholfen. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir wollen es ja immer einfach machen und dann funktioniert es ja meist auch am besten. Prima. Wir haben eine Frage auch reinbekommen zum Thema SLM. Da nochmal die Frage, welche Daten kann ich da sehen? Also klar, man kann natürlich nur die Daten sehen, die man bei uns bezieht und die auf dem Tool sind. Aber die Tiefe, sieht man auch die Endkundendaten etc.? Die Frage geht, glaube ich, an dich, Evelyn. Ja, sehr gerne. Also ja, sieht man. Man sieht also genau die Verkaufsdaten, Endkunden, herstellerbasiert, endkundenbasiert. Man sieht Vertragsendlaufzeiten, man sieht Vorschläge für Feature-Add-ons. Also es ist schon eine sehr, sehr detaillierte Auswertung. Man sieht sogar PO-Nummern und also ganz viele Referenzen, die auf den Erstkauf hinweisen. Okay, danke dir. Also sehr ausführlich. Ich würde, sorry, dass ich da noch mal ganz kurz, ich würde wirklich empfehlen, rufen Sie uns an, checken Sie das aus und dann können wir eben ganz, ganz gezielt die einzelnen Reports mal durchgehen, weil die natürlich auch je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich aufgebaut ist. Das komplette Konstrukt ist gleich, aber dann können wir da einmal durchführen und dann wird das ganz, ganz transparent. Also es ist großartig. Ich bin ein großer Fan. Okay, vielleicht anschließend direkt noch eine Frage. Die Kunden bekommen von uns derzeitig die Reports, haben aber zunächst erstmal in Phase 1 keinen Zugriff aufs System, ne? Richtig, genau. Also Sie sollten sich an uns wenden. Wir können sofort auf Knopfdruck die Reports generieren. Im zweiten Schritt ist es geplant, auch einen Zugang für die Kunden direkt zu machen, für die Reseller direkt zu machen, für Sie also. Aber das ist noch nicht in Planung. Also das ist in Planung, aber noch nicht umgesetzt so. Okay, okay. Wir haben eine weitere Frage. Da geht es nochmal um das NGS-Portfolio. Die geht also an dich, Sönke. Wie geht's weiter? Was zeichnen wir demnächst und welche Hersteller sind da noch im NGS-Portfolio geplant? Kannst du uns da schon so ein bisschen einen Ausblick geben? Ja, wir sind ja ganz alleine hier, Sönke, unter 6 Leuten. Du kannst frei Ja, natürlich. Ja, alles gar kein Problem. Das, vor allen Dingen ein weiterer ist noch geplant, den ich natürlich noch nicht nennen kann. Für dieses Fiskaljahr nicht mehr. Also das ist jetzt zumindest von unserer Seite keine Planung. Ja, das Leben kommt vielleicht dazwischen. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche Themen, die aus globaler Ecke kommen, wo es Sinn macht. Aber aus der NGS-Seite sind wir sehr gut bedient mit den 14, die wir haben. Wir sehen jetzt so, dass wir uns kategorisieren, fokussieren, um nicht sozusagen den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Also Frage, nein, momentan nur einer geplant, sonst keine mehr. Okay, ja, das ist sicherlich auch die richtige Strategie, weil ich glaube, wir müssen erstmal das zum Fliegen bringen, was wir haben und können uns dann weiter umschauen. Ja. Marianne, noch eine Frage für dich. Thema Blue Sky. Wie kann ich mich da anmelden und muss ich dafür Westcon-Kunde sein? Ja, Robert, die Voraussetzungen, um die Blue Sky-Plattform zu nutzen, das ist richtig. Dafür muss ich natürlich erstmal Westcon-registrierter Kunde sein. Wenn Sie das sind, müssen Sie noch auf die Webseite gehen, per Click to Accept unser Cloud Reseller Agreement akzeptieren. Und je nach Hersteller kann es sein, dass es noch ein weiteres Agreement gibt, aber dann kann es auch schon losgehen mit dem Lizenzkauf. Rein theoretisch können Sie als Westcon-Kunde sich jetzt registrieren und halten beispielsweise Microsoft-Lizenzen innerhalb der nächsten 5 Minuten nach dem Kauf in Ihren Händen. Also insofern, es geht eigentlich mittlerweile richtig schnell. Also wir haben ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren, um das nach vorne zu bringen.
Wunderbar. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Eine letzte Frage haben wir noch. Ein bisschen für die LMS-Plattform, von der ich gesprochen habe, etc., gilt es natürlich auch. Wir müssen natürlich erstmal Westcon-Kunde sein, aber ich kann auch schon noch einen kleinen Ausblick geben, dass zukünftig wir alle unsere Tools noch zusammenfassen in ein Portal, sodass man ein Single Sign-On hat. Das wird circa im nächsten Jahr da sein. Q2 würde ich mal sagen. Dann werden wir die Single Sign-On auf jeden Fall schon da haben, wo alle unsere Tools zusammengefasst sind. Ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Frage zum Thema, die geht an dich, Peter, übrigens. Kommst du auch Dienstleistungen zum Customer Experience Programm an? Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage. Wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, das hat ja Evelyn auch gesagt, was in diesem Customer Experience oder LAER-Programm eigentlich für Dienstleistungen notwendig sind. Und ich will es mal ganz platt sagen, das sind wahrscheinlich Schulungen, das sind so wahrscheinlich Health-Checks, das sind Kundenanalysen und das ist die Begleitung des Kunden beim Einsatz der Lösung. Und ja, da bieten wir Lösungen an, nicht nur hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung, also Schulung hatten wir gerade auch bei Marianne beispielsweise, haben wir natürlich viele Möglichkeiten, den Partner zu begleiten. Was wir zusätzlich tun, ist durch unsere Expertise den Plan für die Custom Experience Reise gemeinsam zu erstellen und auch den Hersteller über unsere Tätigkeiten zu informieren. Da stecken an der einen oder anderen Stelle ein paar Cents drin, die man sich abholen kann. Okay, wunderbar. Dankeschön. Ja, danke, geschätzte Kollegen, für eure Beiträge hier. Ich denke, das war ganz interessant und ich hoffe, wir haben da ein interessantes Spektrum anbieten können. Recht komplementär und haben es versucht, von allen Seiten zu beleuchten. Vielen Dank nochmal an der Stelle und ich würde Jens dich bitten, wahrscheinlich zum nächsten Punkt überzuleiten. Das mache ich sehr gerne und ich kann auch alle Partner beruhigen. Dieses Jahr müssen hier nicht 2 Personen live on stage und Fragen beantworten. Das kürzen wir ein bisschen ab. Wir adaptieren ein bisschen das Glücksspiel, was eingeführt war 1988, nämlich das Glücksrad, ohne dass wir jetzt irgendwelche Buchstaben erraten müssen. Wir haben auch keine Maren Glitzer heute da, die 1988 bei DAT 1 die Buchstaben umgedreht hat, sondern wir switchen jetzt zu einem einfachen Wheel of Fortune. Darf ich den Alex mal bitten, das hervorzuzaubern? Ich weiß nicht, wie viele jetzt registriert sind. Ich glaube auch nur ein Bruchteil. Aber wir werden jetzt gleich, wir haben hier in sehr kleinen Formaten diejenigen, die sich registriert haben, draufstehen. Und das erste, vielleicht ganz kurz, ich habe hier auch ein paar Gewinne stehen. Wir fangen einfach mal an mit einer speziellen Thermoskanne. 720 Degree ist der Hersteller. 12 Stunden hält das Getränk warm, 24 Stunden kalt. Kann man sehr gut auf seinem neuen E-Bike oder normalen Bike mitnehmen. Alex, please push the button und der Zufallsgenerator wird uns mitteilen, wer diese Flasche bekommt. So. Der Harald Höcht von der Firma Bacher. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das Wheel dreht sich jetzt nochmal und zwar, keine Angst, die ist jetzt gebraucht, die kommt von mir zu Hause. Es gibt natürlich eine nagelneue entsprechende Lautspeaker von JBL. Auf geht's. Wer kriegt den Flip entsprechend nach Hause geliefert? Push the button. Das ist der Jan Bause von der ABL. Der scheint im Homeoffice zu sein. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Ja, ihr könnt heute leider nichts sagen. Das wird sich hoffentlich nächstes Jahr ändern, wenn wir, wie gesagt, live auf die Bühne gehen. Da werden wir uns auch noch ein paar andere Preise einfallen lassen. Und zu guter Letzt haben wir hier, die kriegt ihr nicht, das ist nämlich meine. Das sind meine privaten. Ihr kriegt natürlich keine gebrauchten. Neue AirPods von Apple. Einmal push the button. Was sagt das Glücksrad? Wer gewinnt die neuen AirPods? Der Timo Kirchen von CGM.
Ja, dann darf ich allen 3 Gewinnern herzlichen Glückwunsch sagen und die Gewinne gehen entsprechend zu. Adressen organisieren wir uns, ob das dann ins Office oder nach Hause geht, das müsst ihr dann jeweils ansagen, je nachdem, was datenschutzrechtlich da bei euch zulässig ist. Robert, du bist wieder da zum Wrap-up. Ich bin wieder da. Hallo Jens. Das war diesmal kurz und schmerzlos. Normalerweise machen wir es ein bisschen länger, aber ich denke, angesichts, dass wir am Zeitplan bleiben wollen, hat das sehr gut gepasst. Ja, was können wir zusammenfassen? Wir haben eine Menge gehört, eine Menge gelernt, aber eins ist, glaube ich, für mich klar geworden. Es kommen noch Änderungen, viele Änderungen auch auf die Partner und auf uns zu, sei es beim Consumption-Modellen. Ich habe sehr viel englischsprachige Begriffe gehört. Ich habe 1999 hier in Berlin mal eine Firma mit aufgebaut, die heute jeder kennen sollte, die Firma Strato. Wir haben uns 1999 Gedanken um das monatliche Dauerschuldverhältnis gemacht, 4,95 Mark, 19,95 Mark. Und so ein Stück weit, wenn auch vielleicht auf höheren Levels, geht die Reise ja wieder Richtung Dauerschuldverhältnisse, Consumption-Modelle, die auch nach Verbrauch abgerechnet werden. Und ich denke, dass der ein oder andere Vendor, ich stehe ja stellvertretend für Cisco hier, auch Dinge ausprobiert. Wir haben jetzt zum Beispiel auf unserer Blue Sky-Plattform erste Softwarelizenzen, die allerdings auch Restriktionen haben, muss man mal dazu sagen, bis 500 User zum Beispiel. Ich denke, es wird auch vieles getestet von Herstellerseite, welche Modelle funktionieren, welche Modelle funktionieren nicht. Eins ist mir auch klar geworden aus dem Matthias Zacher Vortrag, die Partner, die sich da nicht ein Stück weit anpassen, mit der Zeit gehen, die gehen dann auch, so blöd das jetzt klingt. Also auch die Partner stehen entsprechend Druck, neue Businessmodelle anzubieten. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Westcon Comstar die Partner entsprechend dort begleiten. Ja, absolut, absolut. Ich denke, zunächst erstmal wichtig ist einfach, dass wir auch im Gespräch bleiben und zukünftig möglichst auch wieder viel mehr persönlich kommunizieren. Ja, das beginnt gerade so ein bisschen und das ist sehr, sehr positiv. Das, was du gesagt hast, Jens, bezüglich der verändernden Modelle, Consumption-Modelle, ELAs etc., ist natürlich ein Trend, den wir auch ganz, ganz stark auf der Westcon-Seite sehen. Wie vorhin schon gesagt, sehen wir eigentlich verschiedene Tendenzen da in verschiedenen Geografien. Man muss wirklich sagen, es gibt Teile auf dieser Welt, die in der Adaption schon wesentlich weiter sind als wir. Und das ist vielleicht auch für uns einfach ein guter Gradmesser, mal zu sehen, was passiert dort, mit welchen Themen beschäftigt man sich dort, um, ich sag mal, hier in der DACH-Region auch adäquat vorbereitet zu sein. Das ist sicherlich ganz, ganz interessant. Ich meine, wir sehen, eben als Marianne das sagte, mit der Lieferzeit der Microsoft-Lizenzen innerhalb von 5 Minuten, da sieht man auch mal die Supply Chain-Varianz, die wir heute in unserem Business haben. Ja, wir liefern teilweise in 5 Minuten. Wir haben aber auch im Worst Case Lieferzeiten bis zu einem Jahr bei verschiedenen Hardware-Devices. Ja, und das zeigt eigentlich das Business und die Herausforderungen, die wir natürlich als Unternehmen auch managen müssen und wo wir sicherlich auch besser sein müssen als unser Mitbewerb. Ja, und ich sag mal, unsere Stärken da und starke Marktposition einfach ausnutzen müssen, um unsere Kunden einfach auch besser zu bedienen und schneller zu bedienen als unser Mitbewerb. Klar, Fragezeichen gibt's immer. Matthias Zacher hat es ja gesagt, er hat es genannt, die Corona-Blackbox. Was da auf uns zukommt, wie das weitergeht, ist natürlich gewissermaßen eine Blackbox. Aber gut, wir leben im Hier und Heute und werden auf jeden Fall das Beste daraus machen. Was auch klar ist mit der Adaption der Workload von lokalen Rechenzentren Richtung Cloud-Anbietern, steigt trotzdem auch der Bedarf. Und das sehen wir gerade in der jüngsten Nachfrage, dass die Firmen sich auf andere WLANs vorbereiten. Das heißt, nicht nur die Firmen, auch die Schulen. Das ist ein Riesenthema in Deutschland, dass die Schulen nicht einfach mal mit einer privaten AVM-Box 1000 Schüler bedienen können, weil 1000 User ist eine mittelständische Firma. Das heißt, auch die Schulen gelten dann per se als Enterprise-Accounts. Und da sehe ich einen riesen Bedarf drin. Und das Gap zu schließen mit schnellen Lieferzeiten, das wird, glaube ich, die Challenge 21/22. Ja, es wird sicherlich schwer, diese, ich glaube, 6,5 Milliarden, die in diesem Fördertopf noch liegen, zeitnah auszugeben. Ganz klar, aufgrund der Thematik, die wir derzeitig am Markt haben, absolut.
Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank und noch ein Hinweis, einen wichtigen Hinweis, nicht nur die PowerPoint bzw. die PDF-Dokumente gibt's hinterher als Link, sondern es gibt auch einen Fragebogen, den bitte alle ausfüllen. Wir brauchen Ihr Feedback, auch zur Venue-Plattform. Wir haben hier heute im deutschen Kontext erstmalig unsere Event-Plattform genutzt, so schön sie auch ist. Wir danken auch der Jackie und dem Alex, die im Background hier als Admins gearbeitet haben. Wir möchten trotzdem nächstes Jahr euch alle wieder live sehen. Deswegen auch die Frage auf dem Fragebogen, welche Location schwebt euch vor? Sind auch Freifelder gesetzt. Ich weiß, dass Robert gerne Paderborn sehen würde, aber feel free, irgendeine Stadt auszusuchen in Deutschland oder Österreich, der Schweiz. Der Dank gilt aber auch den Partnern, den Herstellern, unseren Marketing-Teams, die das Ganze heute vorbereitet haben. Matthias Zache von IDC, David als unseren CEO, dem gesamten Team, was dabei war und Robert zuletzt auch dir. Vielen Dank für die Interaktion und ich hoffe, wir können es nächstes Jahr, wie gesagt, live von der Bühne machen. Ja, kann mich dem nur anschließen, Jens. Ganz herzlichen Dank an alle, wie du das gerade schon gesagt hast und natürlich auch nochmal persönlich an dich und auch die Qualität unserer Zusammenarbeit. Absolut. Ja, ganz wichtig. Dann wünsche ich allen guten Appetit. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die vor ein paar Tagen eingekommene Torte oder der Kuchen gut geschmeckt hat, auch wenn er sehr blau aussah. In diesem Sinne, guten Appetit, schönen Nachmittag noch und auf bald live. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao.